Ich habe eine ganz besondere Bindung zu der Silent Hill-Reihe. Nicht, weil ich mit den Spielen aufgewachsen bin. Aus irgendeinem Grund, der mir selbst nicht ganz klar ist, habe ich die Silent Hill-Spiele als Jugendlicher nie gespielt. Ich bin dafür schon ein wenig dankbar. Resident Evil ist ein spaßiges Horror-Franchise. Die meisten Grusler sind offensichtlich und die Story zweckdienlich einfach, wobei die Hintergrundgeschichte ziemlich viel hergibt. Resident Evil ist ein überzuckerter, diabetesauslösender Frappuccino, während Silent Hill der gute, alte, schwarze Kaffee ist. Silent Hill ist, wie Kaffee auch, ein erworbener Geschmack. Ein Geschmack, für den man eine gewisse Reife braucht, bevor man ihn vollständig genießen kann. Als ich Silent Hill 1 zum ersten Mal spielte, wusste ich, dass ich bald Vater werde. Nun, als frisch gebackener Vater, kann ich mich noch viel mehr mit Harry Mason identifizieren. Für den kleinen Adam O'Toole würde ich auch durch die Hölle gehen. Gleichermaßen konnte ich mich mit James Sunderland identifizieren. Für mich ist die Bindung zu der Mutter meines Sohnes, die ich hoffentlich irgendwann noch Ehefrau nennen darf, etwas ganz Besonderes. In die Verzweiflung von James kann ich mich sehr gut hineinversetzen. Was würde ich tun, wenn Madame One plötzlich verschwindet? Stelle ich mir solch eine schreckliche Realität vor, kommt mir der Wahnsinn von James fast schon logisch vor. Obwohl man auf den ersten Blick meinen könnte, dass mir die Bindung zu Silent Hill 3 schwerer fiel, ist dem nicht so. Diese Bindung und meine Liebe für den dritten Teil möchte ich heute mit dir teilen. Falls du ebenfalls eine enge Verbindung zum dritten, aber auch zu den anderen Teilen verspürst, ab in die Kommentare damit. Ich werde mir jeden einzelnen durchlesen. Bei diesem Video gehe ich mit dir Schritt für Schritt die Story durch. Ich analysiere und erkläre den Plot in der vom Spiel präsentierten Reihenfolge, beziehe mich dabei aber auch auf die Geschehnisse aus Silent Hill 1 und 2. Das Ganze unterfüttere ich mit jeder Menge Zusatzinfos. Ich werde aber nicht jedes einzelne Filmposter und jeden Zehennagel der Protagonistin analysieren. Falls du auf solche peniblen Analysen stehst, kann ich dir den Silent Hill 2 Deep Dive von Coffee Cake & Games, Silent Honesty und mir empfehlen. Link ist in der Beschreibung. Silent Honesty habe ich auch für dieses Video eingeladen. Ich werde ihm im Laufe des Videos mehrmals als Experte zu Rate ziehen. Meiner Meinung nach ist Silent Honesty der beste deutsche Silent Hill Kanal. Falls ihr Lore Deep Dives zu Silent Hill schauen wollt, empfehle ich euch, seinen Kanal auszuchecken. Silent Honesty und meine Wenigkeit werden euch heute die Frage beantworten: Was macht Silent Hill 3 so besonders? Früher wurde Silent Hill 2 nicht so als zeitloses Meisterwerk gefeiert, wie wir es heute tun. Viele Fans des Vorgängers wollten eine direkte Fortsetzung des ersten Teils. Dies schlug sich auch auf die schlechten japanischen Verkaufszahlen des Spiels nieder. Die Silent Hill-Serie brauchte einen Retter. Ein Spiel, das den Karren aus den Matsch holt. Was war die erste Idee der Entwickler? Ein Rail-Shooter? Das ist wie wenn Capcom versucht hätte, nach Resident Evil 6 die Serie mit einem neuen Darksides Chronicles zu retten. Auch wenn das Studio leider viel Zeit und Budget mit dem Konzept verschwendete, entschieden sich die Entwickler doch noch für einen anderen Weg. Etwa 40 Personen entwickelten den dritten Teil, darunter Kernmitglieder des ersten und zweiten Spiels, wie zum Beispiel Masahiro Ito und Akira Yamaoka. Eigentlich war von der Story her ein Spiel geplant, was dem psychologischen Horror des zweiten Teils ähnelt. Auch wenn es zu Diskussionen im Team kam, entschieden sich die Entwickler doch dafür, den Wünschen der Fans nachzugeben. Ohne jetzt schon zu spoilern, kann ich sagen, dass es dadurch eine stärkere Verbindung zwischen dem ersten und dem dritten Teil gibt. Inspiriert wurden die Entwickler wieder mal durch allerlei Medien, darunter Filme wie Jacob's Ladder und Romane von Stephen King. Silent Hill 3 kam gut bei den Fans und den Kritikern an. Die PlayStation 2 Version hat Stand heute einen Score von 85, der sich sehen lassen kann. Generell erschien das Spiel für die PlayStation 2, den PC und in Form einer HD Collection für die PS3 und Xbox 360. Obwohl die HD Collection für modernere Hardware released wurde, plagen diese Version viele Fehler. Die originalen Stimmen wurden außerdem einfach ausgetauscht. Deswegen spielte ich für dieses Video die PS2-Version des Spiels über einen Emulator. Die PC-Version wäre auch eine Option gewesen, aber im Gegensatz zu Silent Hill 2 gibt es leider keine Enhanced-Version.
Das Spiel sieht aber heutzutage noch sehr gut aus und braucht meines Erachtens keine Patches oder Nachbearbeitung, um zu glänzen. Ich nehme euch jetzt mit auf eine Reise durch das Spiel. Schnappt euch Snacks, was zu trinken und mummelt euch ein. Jetzt wird Silent Hill 3 gespielt. Silent Hill 3 startet mit einer noch namenslosen Protagonistin im Lakeside Amusement Park. Sie scheint selbst nicht ganz sicher zu sein, wie sie hier gelandet ist. Ein Taschenmesser hat sie allerdings fest im Griff. Sie trägt eine weiße Weste, einen grünen Rock und braune Schuhe. Zudem trägt sie ein orangenes Turtleneck unter der Weste und 2 orangene Armbänder, wobei eines von einer Uhr bedeckt wird. Sie ist blond, braunäugig und jung. Manch ein unverheirateter Mann würde sie vielleicht sogar attraktiv nennen. Der Name des Parks ist uns bereits aus den früheren Spielen bekannt, wobei lediglich Harry bereits im Lakeside Amusement Park war. Der Eingang des Parks scheint nicht normal zu sein. Überall liegen blutige Hasenkostüme, in denen unsere Protagonistin tote Menschen vermutet. Außerdem sind diese merkwürdigen, verrosteten Stahlkäfige aufgestellt, in denen wir merkwürdige Wesen erblicken können. Der Boden ist ebenfalls verrostet und dreckig, es ist stockdüster und nebelig. Lediglich die Laternen und das Licht der Frau ermöglichen uns, etwas zu erkennen. Wirft man einen kurzen Blick in ihr Inventar, lassen sich neben dem Messer auch andere Gegenstände erblicken, auf die ich noch nicht eingehen werde. Traut sie sich tiefer in den Park hinein, wird sie von einem teuflisch aussehenden Hund angegriffen. Die ruhige Atmosphäre wird durch einen bedrohlichen Soundtrack zerstört. Temporär ist es für sie möglich, in einen Souvenirladen zu fliehen. Auch wenn sich hier keine Monster verstecken, ist das Ambiente angsteinflößend. Der Laden ist genauso dreckig wie der Rest des Parks. Hier werden ebenfalls blutige Hasenpuppen zur Schau gestellt. Dieser Shop war nur eine kurzweilige Zuflucht, denn hier geht es nicht weiter. Verlässt die Frau den Laden, begegnet sie einem merkwürdigen Riesenmonster und einer ekelhaften, fliegenden Kreatur. Die Hauptfigur kann sich allerdings auf die Schienen einer Achterbahn retten. What a nightmare. Es war alles ein Traum, Leute, alles gut. Obwohl mich das Opening leider doch sehr an Silent Hill 1 erinnert. Vielleicht ist sie also noch nicht ganz aus dem Schneider. Dad, it's me. Yeah. Sorry I didn't call sooner. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay. Okay, I will. I love you too, Dad. Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Cartland. I'm a detective. A detective? Really? Well, nice talking to you. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour.
no half an hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. This is very important. It's about your birth. I'm not interested. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry. I'll wait here. Durch den komischen Detektiven, der sie anscheinend verfolgt, erfahren wir, dass die Protagonistin Heather heißt. Dem Gespräch mit ihrem Vater können wir entnehmen, dass sie hier war, um etwas für ihn zu besorgen. Sie rettet sich in die Toilette, wobei der Weirdo namens Douglas Cartland einfach vor der Tür auf sie wartet. Heather reagiert, wie glaube ich die meisten Frauen reagieren würden. Umsichtig und vorsichtig. Egal wie nett jemand erscheint, wenn ein älterer Herr eine junge Frau verfolgt, kann dies meistens nicht gut enden. Vor allem, wenn der Herr einen Trenchcoat trägt. Während die Traumsequenz, gefolgt von dem Aufwachen in einem Diner, an den Anfang des ersten Silent Hills erinnert, reflektiert der eigentliche Spielbeginn in der Toilette den Anfang des zweiten Teils. Die Musik, die ich leider immer nur ganz kurz abspielen kann, versprüht für mich einen jugendlichen, aber auch ominös melancholischen Vibe. Das erste Zeichen dafür, dass immer noch irgendetwas im Argen sein könnte, ist das rote Symbol auf dem Spiegel. Heather merkt an, dass sie dieses Symbol irgendwo schon gesehen hat. Mittels des Symbols lässt sich das Spiel auch speichern. Wie auch in Silent Hill 2 blickt die Protagonistin beim Speichern in ihr eigenes Gesicht und in eine Menge Speicherstände. Wundert euch nicht, um alles in dem Spiel zu sehen, muss man Silent Hill 3 ein paar Mal durchspielen. Um Douglas nicht nochmal über den Weg zu laufen, hüpft Heather durch das Fenster des Badezimmers. In dieser Gasse wirkt das Abendrot nochmal richtig. Die Entwickler wollten den Sonnenuntergang extra etwas roter darstellen, um zu signalisieren, dass etwas Bedrohliches auf den Spieler wartet. Heather sprintet ziemlich schnell durch diese Gasse. Beim Steuern fühlt sie sich jetzt schon um einiges schneller und beweglicher an. Durch einen Hintereingang betritt Heather wieder die Mall. Sie läuft in eine Ladenzeile, man hört Menschen in der Distanz sprechen, ansonsten sind die meisten Läden bereits geschlossen. Eine Ladentür gibt aber noch gerade so viel her, dass Heather sich hereinschleichen kann. Stay back! Get the hell away from me! What the hell is this thing? Der Albtraum wird zur Realität. Genau dieses Monster konnten wir bereits in dem Albtraum am Anfang sehen. Schaut Heather sich die Kreatur genauer an, bringt sie ihre eigenen Gedanken zum Ausdruck. Sie versteht auch nicht, was dieses Wesen sein könnte. Die Kreatur heißt Closer. Die Lippen erinnern stark an die Flashlips-Monster aus Silent Hill 2. Bis auf die Boxsack-ähnlichen Arme ähnelt die Figur einer Frau. Vor allem der Rock und die Stiefel erinnern ein bisschen an Heathers Outfit. Hat man die vorherigen Silent Hill Spiele gespielt, sucht man natürlich sofort nach Symbolik bei den Monstern. Mehr als die frauenartige Erscheinung und die überdimensionale Größe können wir aber noch nicht feststellen. Der Person, die von dem Monster hingerichtet wurde, lässt sich auch nicht mehr helfen. Ich dachte, Angela hätte bereits genug durchgemacht.
Heather will nicht die Polizei rufen, weil, und ich zitiere, sie ihr ja eh nicht glauben würden. Der Raum, in den Heather das erste Monster niederstreckt, ist eine stereotypische Modeboutique, offensichtlich für das weibliche Geschlecht ausgelegt. Im Anschluss findet Heather eine Karte des Central Square Shopping Centers. So ein Shopping Center gibt es in Silent Hill nicht. Harry Mason besuchte damals das Silent Hill Town Center, das wie eine Mall aussah. Wenn dieses Shoppingzentrum nicht neu in Silent Hill erbaut wurde, befinden wir uns außerhalb der Stadt. Das erste Mal in der Hauptserie bisher. Betritt Heather den zweiten Stock, trifft sie auf das erste Monster außerhalb der Traumsequenz oder einer Cutscene. Dieses Ding sieht genauso aus, wie ich mir damals im Biologieunterricht die menschlichen Vorfahren vorgestellt habe. Ihr wisst schon, die Viecher, die damals aus dem Wasser emporstiegen und anfingen zu laufen. Diese Kreatur schimpft sich Numbody und stellt im ersten Moment keine große Gefahr dar. Das Monster steht auf zwei Beinen, hat herausstechende Zacken am Rücken und ein schwarzes Loch anstelle eines Gesichts. Wenn Heather den Numbody verletzt, hört er sich für mich wie eine verletzte Ente an. Falls Heather nicht genauso wenig im Biologieunterricht aufgepasst hat wie ich, können wir auch bei diesem Monster noch keine besondere Symbolik erkennen. Ein Lagerraum auf dem Gang stellt eine Art Safe Room dar. Heather bekommt ein paar Supplies und sie findet ein Speichersymbol. Bei den meisten Plätzen, an denen sie speichern kann, kommentiert Heather das Symbol. Hier zum Beispiel sagt sie, dass sie das Zeichen bereits mal in irgendeinem okkulten Buch über schwarze Magie gesehen hat. In dem Raum liegt ebenfalls ein Schlüssel, an den Heather aber nicht herankommt. Heather erkundet die Mall weiter. Sie trifft immer noch auf keine Menschenseele. Das Gespräch mit ihrem Vater am Anfang suggerierte, dass sie auf jeden Fall nicht zum ersten Mal hier ist. Stellt euch mal vor, euer Stammsupermarkt verwandelt sich plötzlich in eine Stätte voller scheußlicher Kreaturen. Obwohl, wenn man mal die Doku über den Penny bei der Reeperbahn gesehen hat, muss man sich das gar nicht mehr groß vorstellen. Und solche ähnlichen dezenten Dinge. Im Shoppingcenter kann Heather eine Bäckerei durchstöbern. Heather kommentiert ihre Umgebung, sobald man Objekte untersucht. Sie teilt auf diese Weise ihre einfallsreichen, tiefgründigen Gedanken mit uns. Wie zum Beispiel, das ist Brot. Die Donuts sind übrigens auch Brot. Heather findet hier zumindest eine Brotzange, die sie nutzen kann, um den Schlüssel aus dem Lagerraum zu bekommen. Schlüsselobjekte wie der Schlüssel haben im Inventar nun eine eigene Kategorie. Waffen und Vorräte sind ebenfalls ein eigener Unterpunkt. Heathers Leben wird oben links beim Status angezeigt. Außerdem lassen sich die Optionen, Notizen und Landkarten ebenfalls von hier aus einsehen. Sehr schöne Weiterentwicklung des Silent Hill 2 Menüs. Vorbei ist das ewige Suchen in einer endlos langen Schleife an Gegenständen. Wenn wir den Schlüssel untersuchen, finden wir heraus, dass auf dem Schlüssel Meine Bestseller steht. Der Weg dorthin versperrt eines der großen Monster. Der sogenannte Closer versucht Heather mit seinem Stachel zu erwischen. Dank ihrer Beweglichkeit kann sie dem Ding aber gut ausweichen. In dem Buchladen erwartet uns das erste richtige Rätsel. Heathers Weg wird durch eine Tür blockiert, die durch ein Codepad geöffnet werden kann. Neben dem Codepad findet sie einen Zettel und auf dem Boden vor einem Regal liegen Bücher herum. Dieses Rätsel hat 3 unterschiedliche Variationen, je nach Schwierigkeitsgrad. Extra für dieses Video habe ich das Spiel mehrmals durchgespielt, um euch alle Varianten zu zeigen. Darf ich euch vorstellen? Pink Princess Heather und Emo Heather. Pink Princess lebte schon immer ein einfaches Leben. Ihr schönes Aussehen und aufgeschlossene Art bescherte ihr auch hier wieder einen easy Lifestyle. Mit ihr habe ich das Spiel auf leicht gespielt. Emo Heather plagen nicht nur Daddy-Issues, denn sie musste durch das Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Die normale Heather spielte ich halt auf normal. Es gibt übrigens wieder einen separaten Schwierigkeitsgrad für die Rätsel und die Kämpfe. Wie auch beim männlichen Geschlecht hat es Pink Princess Heather hier wieder ziemlich einfach. Sie muss lediglich 2 Bücher von Shakespeare aufsammeln und einsetzen. Die Buchrücken geben den Code vor. Auf normal ist das Rätsel nur minimal schwerer. Anstatt 2 Bücher einsetzen zu müssen, muss Heather alle 5 einsetzen.
Bei schwer macht das Spiel einfach einen gigantischen Schwierigkeitssprung. Auf leicht und normal ist dem Spieler eigentlich egal, was das für Bücher sind. Es handelt sich zwar um die Shakespeare-Anthologie, es könnte aber auch eine Die Antwort auf die Träume-Anthologie sein. Das ist für das Rätsel egal. Für den schweren Rätselmodus muss der Spieler aber mit den 5 vorgefundenen Werken von Shakespeare vertraut sein. Untersucht Heather die Bücher, findet sie heraus, dass Buch 1 Romeo und Julia ist, Buch 2 König Lear, Buch 3 Macbeth, Buch 4 Hamlet und Buch 5 Othello. Um ehrlich zu sein, meine Berührungspunkte mit Shakespeares Werken beschränken sich ganz auf den Film Gnomeo und Julia, den ich einmal irgendwann gesehen habe. Für das Rätsel auf schwer setzt das Spiel aber voraus, dass man ungefähr weiß, worum es bei den Werken geht. An der Tür mit dem Codepad befindet sich nämlich eine Notiz, die sich entweder auf eines der Werke bezieht oder aus einem Werk zitiert. Dabei müssen wir die Bücher in der Reihenfolge einsetzen, wie in der Notiz beschrieben. Ich werde nicht das ganze Rätsel erklären, aber ein Beispiel muss sein. Auf der zweiten Seite wird die Geschichte von Macbeth angerissen. Die ersten Worte zu deiner Linken, ein falscher Wahn, ein im Wahn tanzender Mann. Das Buch von Macbeth mit der Zahl 4 muss also an den Anfang. 4 ist aber nicht die erste Zahl des Codes, denn später steht doch noch, ein rachsüchtiger Mann vergoss Blut für 2. Da Macbeth der rachsüchtige Mann ist, muss die Zahl des Buchbandes, also 4 mal 2 genommen werden. Die erste Zahl des Codes muss also 8 sein. Wer meine Videos und Streams schaut, weiß, ich kann schwere Rätsel lösen. Ich grübel sehr gerne, ich grübel auch sehr lange bei einem Rätsel. Für mich gehört das halt zum Spielspaß dazu. Genau deswegen mag ich dieses Rätsel auf schwer überhaupt nicht. Es wird Wissen abgefragt, das die meisten Spieler nicht besitzen. Und es ist nicht möglich, das Wissen innerhalb des Spiels zu erlangen. Man wird also aus dem Spiel herausgenommen, außer man weiß die gesamte erwähnte Shakespeare-Anthologie auswendig. Ich weiß, die High-IQ-Klugscheißer in meinem Kommentar werden das natürlich gemacht haben. Gutes Game Design sollte aber nicht nur clever, sondern auch praktikabel sein. Praktikabel in dem Sinne, dass die Entwickler eben nicht den Spieler dazu bringen, ein Rätsel zu skippen. Als Spieler fühle ich mich bei dem Rätsel schon fast hintergangen. Auch wenn die Rätsel in Silent Hill 2, vor allem auf dem Extra-Schwierigkeitsgrad, echt knackig waren, musste ich nie das Spiel verlassen, um auf die Lösung zu kommen. Ich appreciate den Gedanken dahinter, für mich ist das aber kein gutes Rätseldesign an der Stelle. Verlässt Heather den Buchladen, läuft sie in die Arme einer merkwürdigen Person. Hey, wait, what's going on? Where is everybody? Those weird monsters? They've come to witness the beginning, the rebirth of paradise, despoiled by mankind. What are you talking about? Don't you know? Your power is needed. How should I know? I am Claudia. So what? Remember me, and your true self as well. Also, that which you must become. The one who will lead us to paradise with blood-stained hands. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. Die Frau strahlt eine bedrohliche Aura aus, die mit dem Kopfschmerzen auslösenden Geräusch einhergeht. Sie scheint für die Monster in der Mall verantwortlich zu sein. Heather wohnt laut Claudia irgendeine Macht inne, an die Heather sich aber nicht erinnert. Dieses Geschwafel von Göttern und Claudias generelles Auftreten erinnert stark an Dahlia Gillespie aus Silent Hill 1. Vielleicht gibt es da irgendeine Verbindung. Obwohl es in diesem Gang keine Monster gibt, bleibt der unbehagliche Sound. Man will einfach nur hier heraus, obwohl es keine direkte Gefahr gibt. Sobald Heather den Fahrstuhl benutzt, droppt ein Radio von der Decke. Wie das funktioniert, wissen wir erfahrenen Silent Hiller natürlich. Das Radio macht Geräusche, sobald Monster in der Nähe sind. Dadurch hören die Monster uns allerdings auch und finden uns schneller.
Verlässt Heather den Fahrstuhl, findet sie sich in einem zweiten, verrosteten und dreckigen Fahrstuhl wieder. Grässliche Wesen sind außerhalb des Aufzuges zu sehen und Heather traut ihren eigenen Augen nicht. Keines dieser Kreaturen haben wir bisher gesehen oder bekämpft. Noch ist es also nicht möglich, die Wesen einzuordnen. Der Rostlook erinnert direkt an die Otherworld aus dem ersten Silent Hill 1 Teil. Die Szene mit den Monstern außerhalb des Gitters erinnerte mich an Jacob's Ladder. Die Aufzugsfahrt nach unten symbolisiert nochmal richtig den Abstieg in die Otherworld. Unten angekommen begrüßen Heather grässliche Fressgeräusche, ausgelöst von einem neuen Gegner, den Heather allerdings schon kurz im Albtraum vom Anfang sehen konnte. Diese Viecher sind schneller als Heather, es ist also schwerer, ihnen auszuweichen. Die hundeartigen Kreaturen heißen Doubleheads. Treffender Name, da ihre Schnauze vertikal einmal durchtrennt wurde. Sie beißen dementsprechend auch andersherum. Die Doubleheads sind in Bandagen gehüllt und man sieht Brandwunden. Die Brandwunden könnten sich auf Alessa beziehen. In Silent Hill 1 erfuhr Harry schließlich, dass sie verbrannt wurde. Mit unserer Protagonistin hat das eigentlich nichts zu tun. Zumindest wissen wir das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Generell stellen die Doubleheads auch eine Hommage an den Höllenhund Cerberus dar. Ihr wisst schon, der dreiköpfige Hund, den die meisten nur aus Harry Potter kennen. Die Hunde wurden passend platziert. Mit dem Aufzug fahren wir hinunter in die Otherworld, die einige als Hölle bezeichnen würden. Das erste, was Heather begrüßt, ist ein Doublehead aka Cerberus, also der Wächter der Hölle. Die Viecher sind sehr aggressiv, lassen sich aber durch Beef Jerky ablenken. Das kann Heather auf dem Boden zerstreuen und die Hunde sind für eine kurze Zeit abgelenkt. Ich bin aber ganz ehrlich mit euch, ich habe das Beef Jerky nie wirklich benutzt. Nach dem Gang mit dem Aufzug entdeckt Heather eine Leiter, an die sie nicht herankommt. Hier geht's also erstmal nicht weiter. In den darauffolgenden Gängen erfahren wir, wieso die großen Kreaturen Closer heißen. Mit ihrer sehr imposanten Statur versperren sie uns den Weg. Schafft es Heather, sich an den Monstern vorbeizudrängeln, findet sie eine Lampe und Reinigungsmittel. In der Toilette mit dem Reinigungsmittel lässt sich auch eine Toilette untersuchen. Ugh, forget it. This is way too gross. Who would even think of doing something so disgusting? Jetzt bekommt James auch noch von Heather einen Seitenhieb, als wenn er noch nicht genug gelitten hätte. Einen Kleiderhaken findet Heather auch. Den Kleiderhaken kann sie übrigens nur aufnehmen, wenn sie die Taschenlampe schon ausgerüstet hat. Der Laden, in dem Heather den Kleiderhaken findet, ist eine heruntergekommene Otherworld-Version des Ladens, in dem Heather das erste Monster erlegte. All die hübschen Frauenkleider sind jetzt mit Blut besudelt. Vielleicht soll das den harten Umschwung von Heathers Leben symbolisieren. Sie wurde schließlich aus ihrer heilen Welt in die Hölle geschmissen. Außerdem findet sie eine kugelsichere Weste hier. Diese Weste vermindert den Schaden, verlangsamt aber Heathers Movement. Die Weste habe ich nur in äußersten Notfällen verwendet. Den Kleiderhaken kann Heather nutzen, um die Leiter herunterzuziehen. Im nun freigeschalteten zweiten Stock des Centers erblickt Heather einen kaputten Fernseher, in der eine Szene aus Silent Hill 1 abgespielt wird. Ganz leicht sehen wir Cheryl aus Silent Hill 1, die Harry zufälligerweise in der Mall von Silent Hill sah. Dies ist die erste sehr starke Verbindung, die wir zu Silent Hill 1 finden. Bereits jetzt zeigt Silent Hill 3, dass es auf irgendeine Weise mit Silent Hill 1 connected ist. In Silent Hill 2 gibt es so etwas kaum und wenn, nur in kleinen Ansätzen. Sobald sie den Speicherpunkt hier untersucht, stellt Heather fest, dass sie sich tief in ihren Innern an dieses Symbol erinnert. Sie unterdrückt aber bewusst die Erinnerung. Auf dieser Etage zeigt das Spiel auch die unmögliche Silent Hill-Architektur, die wir von der Serie gewohnt sind. Die Rolltreppe führt einfach ins große Nichts. Kurz bevor sie herunterfällt, kann sich Heather auch noch kurz retten. Das macht sie an jeder Kante, bei der sie den Absturz nicht überleben würde. Diese Reaktion von Heather, gepaart mit ihren kurzen Kommentaren zu allem, was sie untersuchen kann, lässt die Welt interagierbarer wirken. James und Harry sind relativ teilnahmslos durch Silent Hill gestapft, während Heather viel mehr auf ihre Umgebung reagiert und mit ihr interagiert.
Im 2. Stock findet Heather eine Walnuss. Hier habe ich mich auch dem ersten Closer gestellt. Das Gunplay mit der Pistole ähnelt sehr dem Vorgänger. Heather schießt sehr souverän, als wenn sie das schon mal gemacht hat und kann sich während des Schießens bewegen. Trotz Tank Controls fühlt sich Heather wirklich um einiges smoother an beim Steuern als James. Es gibt einfach nicht so viel Input-Delay wie beim 2. Teil. Sobald Heather ein Monster niedergestreckt hat, kann sie auf die Kreaturen eintreten, um sicherzustellen, dass die Dinger auch liegen bleiben. Beim Treten bewegen sich die Monster immer noch ein bisschen, was dem Ganzen noch einen extra morbiden Touch verleiht. Wechselt Heather das Stockwerk und betritt ein Restaurant, findet sie einen Schlüssel im Bauch eines Doubleheads. Hier sehen wir die Kreatur mal ohne Bandagen. Das erste Mal in diesem Raum habe ich die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass das Ding aufspringt und Heather attackiert. Dem ist aber nicht so, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad. Auf demselben Stockwerk findet Heather eine merkwürdige Tür. Sie öffnet sich nicht, eine Art Spruch ist in ihr eingeritzt. Es geht um 300 Tage und Nächte der Schmerzen, wobei am Ende eine Bestimmung wahr wird, ohne gesegneten Anfang. Das erinnert mich an die Schwangerschaft von Madame One. Eine Schwangerschaft dauert ca. 300 Tage und am Ende kommt etwas Schönes dabei rum, wobei der Prozess sehr schmerzhaft sein kann. Von 300 Tagen der Qualen kann man jetzt nicht sprechen, aber Schwangerschaften können sehr schmerzhaft sein, vor allem die Geburt dann am Ende. Geburt war auch ein sehr großes Thema in Silent Hill 1. Von dem ersten Teil wissen wir, dass Cheryl und Alessa die gleiche Person waren. Wobei Alessa/Cheryl am Ende des ersten Teils ein neues Baby erzeugten. Mit dem Schlüssel aus dem Hund kann Heather nun eine Küche betreten. Also ich beschwere mich ja schon, wenn der Koch ein Haar in meinem Essen verliert. Wenn er seinen Schlüssel in meiner Suppe versenkt, würde ich glaube ich ausrasten. In der Küche finden wir eine Signature-Waffe aus Silent Hill, das Stahlrohr. Die 2 Silent Hills davor starteten mit der Holzplanke. Die gibt es in Silent Hill 3 gar nicht. Stattdessen startet Heather mit einem Messer, das meiner Meinung nach kaum zu gebrauchen ist. Das Stahlrohr ist aber vor allem am Anfang eine gute Nahkampfwaffe. Im Nahkampf zeigen die Numbheads, dass sie ein bisschen mehr drauf haben. Das Vieh kann teilweise sogar den Angriffen von Heather ausweichen. In der Mitte der Mall findet Heather eine Riesenleiter vor, die bis in die Tiefen ragt. Dieser Ort verspürt so einen ominösen Abandoned Places Vibe. So stelle ich mir eine verlassene Mall in Pripyat oder Tschernobyl vor. Heather findet im Hinterzimmer der einstigen Bäckerei Spülmittel. In den darauffolgenden Gängen wird der Weg durch irgendwelche Falter versperrt. Unsere Protagonistin scheint Angst vor Insekten zu haben, sie möchte dort nämlich nicht durch. Eine Parallele zu Alessa, die in Silent Hill 1 insektenartige Monster heraufbeschwor, weil sie eben vor Insekten Angst hatte. Im Inventar lassen sich, wie in den vorherigen Teilen auch, Gegenstände kombinieren. In dem Raum mit den Faltern muss Heather das Spülmittel mit dem Reinigungsmittel kombinieren. Mithilfe der Ventilatoren wird das hausgemachte Anti-Insektenspray im Gang verteilt und et voilà, Insektenmassaker. Für euch daheim als Warnung, in echt lässt sich kein effektives Pestizid aus Spül- und Reinigungsmittel herstellen. Das Einzige, was ihr damit killt, sind eure Gehirnzellen bei der Herstellung. In den anschließenden Räumen findet Heather einen Schraubstock, mithilfe dessen sie die Walnuss öffnen kann. Ja, meine Damen und Herren, Heather kann ohne Probleme mittels Stahlrohr Monster niederstrecken, bekommt eine Walnuss aber nicht ohne Schraubstock geöffnet. Anstatt eines leckeren Snacks bekommt sie dann auch nur einen Mondstein. Ein Mondstein ist ein Edelstein, kein Gestein vom Mond. Für die Römer und Griechen wohnte dem Mondstein eine gewisse Göttlichkeit inne, denn sie assoziierten die Edelsteine mit Mondgöttern. Verlässt Heather den Raum mit dem Schraubstock, wird sie von einem grässlichen Geräusch überrascht. Dieses moskitoartige Monster schimpft sich Pendulum und kann fliegen. Im Spiel erkennt man das nie wirklich, aber das Pendulum besteht aus 2 aneinander gesteckten Torsos. An den Körpern und an den Seiten der Kreatur sind Messer angebracht, mit denen das Vieh angreift. Den Mondstein muss Heather nun an der Tür mit der Inschrift einsetzen, die an eine Schwangerschaft anspielte. Der Mondstein befand sich auch so ähnlich in der Walnuss, wie ein Baby sich im Bauch der Mutter befindet. Es kristallisiert sich langsam heraus, dass Schwangerschaft eines der Schwerpunktthemen von Silent Hill 3 ist. Mit dieser Information im Hinterkopf lässt sich auch erkennen, dass der Hund auf dem Tisch im Restaurant ebenfalls eine Metapher für die Schwangerschaft war.
Schließlich haben wir den Schlüssel ebenfalls aus dem Bauch des Tieres gefischt. Auf der anderen Seite der Tür wartet die ominöse Leiter auf Heather, die sie jetzt nun herabsteigen muss, um weiterzukommen. Ich stelle mir so vor, wie Kojima seine Kollegen von Team Silent besuchte, die endlose Leiter sah und sich dachte, what a thrill. Unten angelangt wartet der erste Bosskampf auf uns. Dieser Bossfight ist der sogenannte Splitworm. Der Splitworm symbolisiert, ich werde das jetzt nicht clever umschreiben, der Splitworm stellt halt einen unbeschnittenen Pimmel dar. Der Wurm kommt aus verschiedenen Löchern in der Arena heraus und versucht Heather durch Beißattacken, durch Stampfer oder durchs Überrumpeln Schaden zuzufügen. Heathers Arsenal für die Gegenwehr ist momentan noch sehr begrenzt. Lediglich die Pistole oder das Stahlrohr sind geeignete Mittel, um den Wurm zu verletzen. Die vorhautartige Schutzhülle des Splitworms schützt ihn vor Attacken. Dass der Splitworm jederzeit abhauen und woanders auftauchen kann, bringt richtig Dynamik in den Kampf herein. Der Kampf ist jetzt schon abwechslungsreicher als jeder Bossfight in Silent Hill 2, bei denen James immer wieder wie beim Baseball nur von Ecke zu Ecke sprinten musste, um zu gewinnen. Der Splitworm erinnert auch an den Split Head, den ersten Bosskampf aus Silent Hill 1 in der Schule. Generell erinnern die Monster in Silent Hill 3 wieder stärker an Tiere, wie in Silent Hill 1 auch. In Silent Hill 2 waren die Kreaturen menschenartiger, was sich aber auch auf James zurückführen lässt. Generell ist der Wurm keine größere Herausforderung, solange Heather genügend Abstand halten kann. What? It's the shopping mall just like before. Am I back? Heather befindet sich nun wieder in der normalen Version des Einkaufszentrums wieder. Trotzdem ist die Mall immer noch ungewöhnlich schlecht besucht, was aber auch an der Tageszeit liegen kann. Inzwischen ist es nämlich dunkel. Ganz allein ist sie allerdings in der Mall nicht. Heather, It's you. what just happened? You must be one of them. What did I do? And what do you mean by one of them? You're in on this with that Claudia, aren't you? Claudia? What about her? She asked me to find you, that's all. So you are one of them. Claudia did all that? Look, I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? And that monster, what the hell was that? I don't know any more than you do. All I know is that things are getting really screwy around here, and I got a weird feeling it's got something to do with me. Maybe you're just an innocent bystander, but I can't feel sorry for you because you dragged me into this. You know, if you hadn't found me... What are you talking about? What's so special about you anyway? If I knew that, I wouldn't be so confused, would I? But I know there's something. Something I've been running from and forgot for a long time. How did I remember that? What's wrong? Nothing. Where are you going? I'm taking the subway home. What should I do? I'll have
if I know. Heather hat das Gefühl, dass die Geschehnisse hier irgendetwas mit ihr zu tun haben müssen. Gleichzeitig gibt sie aber auch Douglas die Schuld. Schließlich fing der Albtraum an, als Douglas sie fand. Douglas sieht aus wie ein gestandener, erfahrener Mann, der einen guten, stereotypischen alten Detektiven abgibt. Sein Outfit erinnert mich sehr an Columbo. Die Unfeinheiten in seinem Gesicht und der nicht ganz perfekt gewachsene Bart geben Douglas einen ausgeprägten visuellen Charakter. Solche Details implementierten die Entwickler extra, um die Charaktere echter wirken zu lassen. Obwohl Douglas offensichtlich um einiges mehr Lebenserfahrung als Heather hat, ist er in der aktuellen Situation genauso ratlos wie sie. Was es mit Douglas oder Claudia auf sich hat, ist Heather eigentlich herzlich egal. Sie möchte nicht mehr hier sein und macht sich auf den Weg nach Hause. Anstatt wie in Amerika üblich das Auto zu nehmen, begibt sie sich zur U-Bahn. Die gesamte Station ist auf den ersten Blick komplett leer und einige Bereiche sind abgesperrt. Untersucht Heather eine Informationstafel, finden wir heraus, dass Heather die U-Bahn Richtung Bergen Street nehmen muss. Wieder mal eine Anspielung auf Jacob's Ladder. Am Anfang von dem Film sucht der Protagonist ebenfalls diese Station. Direkt eine zweite Anspielung auf den Film wird ebenfalls später offenbart, wenn Heather auf eine mit einer Kette verschlossene Tür stößt. In der U-Bahn lassen sich zwei sehr interessante Notizen finden, die zudem ein Easter Egg triggern. Im Hintergrund seht ihr das Video vom YouTuber Agent Army 6, der zeigt, was für Steps gemacht werden müssen. Ich habe von den Easter Egg leider erst später erfahren. Von einer Zeitung erfährt Heather, dass ein komplett gesunder Mann ohne Auffälligkeiten bei der Sankt Renata-Plattform auf die Gleise stürzte und starb. Wäre das nicht schon creepy genug, findet sie noch ein okkultes Magazin, das von Geistern berichtet, die ihre menschlichen Sinne und Erinnerungen verloren haben. Laut dem Magazin kann es vorkommen, dass Geister, die durch Unfälle oder Selbstmord starben, den Lebenden schaden wollen. Vor allem bei Stellen mit hohen Selbstmord- und Unfallvorkommen soll es möglich sein, dass Geister Menschen angreifen. Das ist alles ein Setup für das Easter Egg, obwohl das okkulte Magazin nicht zwangsläufig gelesen werden muss. Begibt sich Heather nun zu der erwähnten Plattform, passiert Folgendes. Sie muss sich daraufhin schnell wieder hochziehen, um nicht von einem Zug überfahren zu werden. Das kann nämlich durchaus passieren und ist mir leider auch mehrmals passiert. Heather kann einige Plattformen erkunden und auch auf das Gleis hinabsteigen. Verlässt sie das Gebiet, kommt eine Bahn und überfährt sie. In der U-Bahn jagen Heather hauptsächlich Hunde hinterher. Einige Abschnitte sehen aus wie die Otherworld, wobei es keine richtige Transition in die Otherworld gibt. Manche Gebiete sind einfach Otherworld, manche nicht. Heather kann mit Hilfe eines gefundenen Nussknackers dann die verschlossenen U-Bahn-Türen öffnen. Dahinter befindet sich ein Gebiet, in dem Heather ein Geschenk erhält, die Schrotflinte. Sie fragt sich, ob dies ein Geburtstagsgeschenk ist. Weird. Bisher hatte sie noch gar nicht erwähnt, dass sie Geburtstag hat. Ich würde auch vermuten, dass ein Teenager an seinem Geburtstag Besseres zu tun hat, als alleine in einer Mall abzuhängen. Sobald Heather die Flinte mitnimmt, liegt an der Treppe eine Kreatur mit amerikanischem Durchschnittsgewicht. Das Monster heißt Insane Cancer, also verrückter Krebs. Die fette Masse des Körpers soll wohl eine krebsartige Masse darstellen. Die offenen Wunden tragen gut zu diesem kranken Look bei. Auch wenn Heather jetzt besser ausgerüstet ist, gibt es keinen Grund dafür, sich mit dem Vieh anzulegen. Emo Heather findet hier übrigens 2 von den Fettsäcken vor. In den höheren Schwierigkeitsgraden haben die Monster nicht nur mehr Leben und teilen härter aus, sondern es gibt auch mehr von denen. Um den Zug bei der Bergen Street nehmen zu können, müssen wir etwas eher Unlogisches machen. Bei der Bergen Street Plattform gibt es diese ominös rot leuchtende Tür, zu der Heather muss. Die Tür ist allerdings verschlossen und Hunde kommen von der Seite, um Heather hops zu nehmen. Gleichzeitig hört man einen Zug, der auf Heather zurast.
Heather, das Phänomen kenne ich auch. Als ich vor dem ganzen YouTube-Money noch Zug fahren musste, hatte ich das gleiche Problem. Immer genau dann, wenn ich mal 5 Minuten zu spät kam, musste die Bahn natürlich pünktlich kommen. Gut, im Gegensatz zu Heather musste ich mich aber nicht an tollwütigen Gestalten vorbei zum Bahnsteig kämpfen. Ich wohne zum Glück ja nicht in Frankfurt. Sobald Heather einsteigt, fährt die Bahn auch schon los. In der Bahn kann Heather speichern, wobei nach dem Speichern so ein Grainy-Filter auf dem Bild ist. Unsere Protagonistin kann, wenn sie will, anstatt weiterzugehen, hinten herausschauen. Rausspringen lohnt sich aber nicht, denn dann stirbt sie einfach. Bisher habe ich schon 2 kleine Todes-Cutscenes entdeckt. Solche Sequenzen mag ich. Das verleiht dem Game-Over-Screen immer noch ein bisschen mehr Gewicht. Muss auch nicht so gory sein wie in Resident Evil 4 Remake zum Beispiel. Im Zug wechseln ständig die Beleuchtung und die Monster. Hier treffen wir auch auf eine größere Version des Numb Body. An dieser Stelle zwingt uns das Spiel etwas dazu, mit den Monstern zu kämpfen, weil sie uns in den engen Waggons den Weg versperren. Das wird extra gemein, wenn ein Insane Cancer uns den Weg versperrt. Mit ein bisschen Schieben kommt Heather aber auch ohne zu kämpfen an diesen Wonneproppen vorbei. Kämpft sich Heather erfolgreich bis zum anderen Ende der Bahn, bleibt der Zug abrupt stehen. Heather ist nicht an der Haltestelle, bei der sie aussteigen wollte. In der Bahn will sie aber auch nicht bleiben. Es folgt ein neues Gebiet. Schon krass, wie anders das Game Design vom 3. Teil im Gegensatz zu den anderen ist. In den beiden Vorgängern waren alle Gebiete, wie die Krankenhäuser oder die Schule oder auch das Gefängnis, über die Stadt Silent Hill verbunden. Zwischen den Leveln mussten sich Harry oder James immer durch die Stadt kämpfen. Heather startet sofort in dem Shopping Center, sie wird direkt in die Action geworfen. Die Hazel Street Station und hier diese unbekannte Station sind direkt aneinandergereiht. An sich ist die Abwechslung willkommen. Heather ist eine junge Frau, die plötzlich in die Umstände geworfen wurde. Diese Aneinanderreihung von unliebsamen Orten spiegelt diesen abrupten Umschwung gut wider. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, vermisse ich Silent Hill aber schon ein wenig. Die Stadt gehört nun einmal einfach dazu. Sie ist ja buchstäblich der Name der Reihe. Vielleicht landet Heather noch dort. Jetzt muss sie erstmal durch eine Untergrundpassage wandern. Im New Game Plus Modus wird die Passage direkt von Anfang an ungemütlich. Die Wände werden von blutartigen Ausgüssen befallen und Heather bekommt konstant Schaden. In der Untergrundpassage greifen uns wieder Pendulums und Numb Bodies an, wobei vom letzteren auch wieder die größere Variante am Start ist. Der Untergrund ist labyrinthartig, aber richtig verlaufen habe ich mich nicht in allen 3 Durchläufen. Die verschlossenen Türen führen einen indirekt zum Ziel. Eine weitere Nahkampfwaffe kann Heather hier ergattern, den Schlägel. Die Karte des Gebiets ist im gleichen Raum zu finden. Der Schlägel braucht übel lange zum Zuschlagen. Außerdem wird die Range im engen Raum zusätzlich begrenzt, weil die Animation durch die Wände gestoppt wird. Krassen Schaden macht das Teil jetzt auch nicht. Leider kein Stahlrohrersatz. In diesem Gebiet findet Heather eine Weinflasche, die braucht sie, um Sprit umfüllen zu können. Um weiterzukommen, muss sie nämlich eine Wasserpumpe zum Laufen bringen. Ist das erledigt, landet sie in der Kanalisation. Harry musste im ersten Spiel ebenfalls durch eine Kanalisation. Auf Heather warten hier aber nur die altbekannten Monster, nicht diese nervigen Kanalmonster aus dem ersten Teil. Ist wahrscheinlich auch besser für meine Nerven und Stimmbänder. Harry, bitte! Geh so, wie ich dich gehen lassen will. Mein Gott. Es ist ein Krampf, diesen Mann zu steuern, ey. Überquert Heather eine bestimmte Brücke in der Kanalisation, sieht sie ein merkwürdiges, bisher noch nicht erblicktes Monster. Von diesem Sewer-Monster kann Heather aber einiges lesen, denn allerlei Menschen sind in der Kanalisation spurlos verschwunden. Die Kanalarbeiter vermuten einen Alligator. Das Sewer-Monster hat eine Alligator-ähnliche Schnauze. Am Ende der Brücke findet Heather einen Föhn und Ampullen. Die Health-Items sind 1:1 aus dem vorherigen Spiel übernommen worden. Health-Drinks, Medikits und Ampullen gibt es. Heathers eingeschlagener Weg durch die Kanalisation führt sie schlussendlich zu dieser Brücke. Ignoriert sie die offensichtlichen Warnungszeichen, passiert Folgendes.
Schwengel im Wasser, Klassiker. Die Entwickler haben aber an unvorsichtige Spieler wie mich gedacht und extra einen Speicherpunkt direkt vor die Tür gelegt. Ich glaube, die meisten von euch können jetzt ahnen, dass Heather den Föhn nutzen muss, um das Monster zu killen. In einem so großen Becken sollte der Strom des Föhns eigentlich nicht ausreichen. Wir arbeiten hier aber mit Silent Hill-Logik. Im Silent Hill-Universum ergibt es schließlich auch Sinn, Saft in Dosen abzufüllen. Für einen zweiten Durchlauf wurde ein ziemlich cooles Easter Egg bei diesem Becken eingebaut. Wirft Heather ihr Stahlrohr in New Game Plus Modus ins Wasser, kommt eine Kanalfee aus dem Wasser geschossen. Sie fragt uns, ob wir ein silbernes oder goldenes Rohr ins Wasser geschmissen haben. Ist Heather ehrlich und sagt ihr, dass sie weder das silberne noch das goldene Rohr verloren hat, bekommt sie alle 3 Rohre von der Fee. Das silberne und goldene Rohr haben aber leider keinen Vorteil, außer dass sie etwas cooler aussehen. Dieses Easter Egg ist an ein altes chinesisches Märchen angelehnt. In diesem Märchen verlor ein Holzfäller seine alte Axt im Wasser und die Fee fragte ihn, ob er eine silberne oder goldene Axt verlor. Als der Mann die Wahrheit sagte, bekam er die silberne und goldene Axt. Lügen zahlt sich also nicht aus. Also Deutscher Bundestag, nehmt euch mal ein Beispiel. Unsere Protagonistin ist jetzt dazu in der Lage, die Kanalisation zu verlassen. Beim Emporsteigen aus dem Kanal fällt ihr auf, dass sie sich auf einer Baustelle befindet. Heather betritt das frische Gebäude, bis auf die oberste Etage sind alle anderen Stockwerke abgeschlossen. Im obersten Stockwerk findet sie die neue Bleibe vom Lord vor. Definitiv ein Upgrade zur Schanze. In diesem Raum fand ich im zweiten Durchlauf mit Emo Heather den Schalldämpfer. Dafür muss Heather die frisch verputzte Wand hier einschlagen. Die Beine einer eingemauerten Person sind leicht zu sehen. Die Person und der Schalldämpfer sollen übrigens eine Anspielung auf Metal Gear Solid sein. Falls ihr Metal Gear Solid ebenfalls mögt, habe ich euch mal ein Video zum ersten Teil in der Infokarte verlinkt. Der Schalldämpfer verringert den tatsächlichen Sound der Maschinenpistole. Die Waffe kann man im ersten Playthrough an dieser Stelle noch gar nicht gefunden haben. Emo Heather hat die MP aber schon. Monster werden dann nicht so schnell auf Schüsse aufmerksam. Der Schaden wird allerdings verringert. Gehen wir aber wieder zurück zur normalen Heather. Die muss nämlich jetzt die Matratze herunterschieben, um das untere Stockwerk zu erreichen. Über dem an der Hauswand angebrachten Gerüst kann Heather das Gebäude verlassen und durch das Fenster des Nachbargebäudes springen. Ich will hier auch wieder kurz anmerken, dass in den meisten Fällen Gebäude nicht so nah einander stehen sollten. Heather befindet sich nun in einer Art Bürogebäude, in dem verschiedene Firmen ihre Büros haben. Ein Schaufensterpuppenladen war Heathers erster Halt. Das Lager des Ladens ist ein völlig optionaler Halt, allerdings würde man dann diesen Jumpscare verpassen. Außer, dass alle Puppen eine weibliche Figur aufweisen, lässt sich derzeit nichts weiter hier feststellen. In dem Büro eines Tanzstudios findet Heather eine Karte des Gebiets. Wir befinden uns im Hilltop Center. Hilltop ist vom Namen her schon sehr nah an Silent Hill dran. Es ist aber noch nicht klar, in welcher Stadt sich Heather derzeit befindet. Im Tanzseilbüro findet Heather außerdem eine Schublade, die sie noch nicht öffnen kann. Der Tanzsaal an sich ist ein komplett optionaler Monsterraum, in dem eigentlich nur Monster auf Heather warten. Es gibt einige solcher Räume, die tatsächlich wichtig für eines der Enden sind. Außerdem weiß man beim allerersten Spieldurchlauf auch nicht, ob ein reiner Monsterraum auch wirklich nur Monster beinhaltet. In der Umkleidekabine des Tanzsaals findet Heather 2 Magazine vor. Das eine Cover stellt eine aufreizend gekleidete Dame dar, im anderen Magazin sehen wir eine kleine Familie mit Vater, Mutter, Kind. Meines Erachtens stellen diese Magazine die teilweise gegensätzlichen Bedürfnisse einer Frau dar. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Frauen mit dem Spagat zwischen Frausein und Muttersein strugglen. Es ist halt nun mal nicht einfach, gleichzeitig die liebevolle Mutter und die sexy Frau zu sein. Als Mann ist meine Sicht auf solche Dinge natürlich streng limitiert. Falls du als weiblicher Zuschauer noch etwas dazu sagen willst, bitte in die Kommentare damit. Während die 3. Etage mit dem Tanzsaal und den Schaufensterpuppen eher traditionell weibliche Interessen darstellt, findet Heather im 5. Stock einen Autoteileladen vor. Im Autoteileshop findet sie einen Wagenheber.
Leider passt die Theorie, dass die verschiedenen Stockwerke traditionell weibliche und männliche Interessen darstellen, nicht wirklich, da sich im 5. Stock ebenfalls die Galerie für schöne Künste befindet. Das kann man meiner Meinung nach nicht direkt einen Stereotypen zuordnen. Interessant sind die Bilder, die in der Galerie hängen, nicht weiter. Von Bedeutung ist eher ein Bild, was dort nicht hängt. Die Hauptattraktion der Galerie fehlt nämlich. Ein Bild, das wohl den Titel »Flamme reinigt alle« trug. Heather kennt das Bild nicht, merkt aber an, dass sie Angst vor Feuer hat. In den Räumen hinter der Galerie findet Heather außerdem einen Schraubenzieher und ein Katana. Das Katana ist diesmal ein echtes Upgrade gegenüber dem Stahlrohr. Meiner Meinung nach die beste Nahkampfwaffe, die Heather im ersten Durchlauf ergattern kann. Um euch zu zeigen, wie gut das Katana ist, bin ich zurück in die Höhle des Ogers gestapft, wo ein auf dem Boden liegender Buttergolem auch schon auf mich wartete. Heather kann das Katana relativ schnell schwingen und Schaden teilt es ebenfalls gut aus. Das bringt sie jetzt aber nicht weiter. Um weiterzukommen, muss sie nämlich die Schublade mit dem Schraubenzieher öffnen. In der Schublade befindet sich nämlich ein Seil. Mit dem Seil und dem Wagenheber kann Heather sich nämlich über eine Aufzugstür von Stockwerk 3 zum verschlossenen Stockwerk 2 abseilen. In dem neuen Stockwerk gibt es außer einer Badewanne nichts weiter Interessantes. I knew it. It's being invaded by the other world, by a world of someone's nightmarish delusions come to life. Oh no, not again. Did she do this too? Eine noch nicht bekannte Person stellt fest, dass sich Heathers Situation verschlimmert. Sie taucht immer weiter in die Otherworld ein, indem sich albtraumhafte Wahnbilder manifestieren, aka Monster zur Realität werden. Die Live-Veränderung hin zur Otherworld fand ich ziemlich cool gemacht. Diese Version des Bürokomplexes ist noch um einiges düsterer und morbider als die Otherworld im Shopping Center. Zu sehen sind kruzifizierte Gestalten mit merkwürdig posierten Kopfteilen. Außerdem sind überall gesichtslose Puppen dargestellt, die teilweise von starren Kreaturen gehalten werden. Eine neue Monsterart namens Slurper verfolgt Heather in den Gängen hier. Die Slurper kriechen am Boden, sind verdammt schnell und haben eine knabenähnliche Gestalt. Ähnlich wie die Closer haben die Slurper eine lange Schnauze. Meistens tauchen die Dinger in Gruppen auf. Das Auftreten dieser Kreaturen erinnert an herumtollende Kinder, die an einem zerren und nicht aufpassen. Eine Theorie besagt auch, dass die Slurper eher creepy Männer darstellen sollen, die Heather zum Beispiel unter den Rock schauen wollen. Da wir jetzt schon ziemlich viele Referenzen zu Schwangerschaft und Geburt erkennen konnten, gefällt mir die Kinderinterpretation besser. Richtig nervig an den Slurpern ist, dass sie Heather ziemlich einfach umnocken können. Das Aufstehen dauert extrem lange und nimmt mir als Spieler den Wind aus den Segeln. Was gut ist, das verleiht den Slurpern eine gewisse Aura der Gefahr, weil ich einfach keinen Bock habe, ständig mit Heather auf dem Popo zu landen. Im angrenzenden Gang findet Heather eine kryptische Nachricht. Finde die Heilige, töte sie? Auf der Rückseite entpuppt sich der Zettel als Foto, auf dem Heather abgebildet wurde. Vermutlich wurde dies kurz vor den Ereignissen des Spiels von Douglas Cartland aufgenommen. Betritt Heather die Räume der Greenwright Klinik für mentale Gesundheit, trifft sie auf einen weiteren Menschen. Heather. That's what you're called now, isn't it? And who are you? The name's Vincent.
Don't forget it, okay? I'm on your side. So you say. But how do I know you're not with her? Her? You mean Claudia? Please don't lump me together with her. She was totally brainwashed by that crazy old hag. Well, I guess crazy old hag is a bit harsh. She is your mother, after all. My mother? What do you mean? You don't remember? So Harry didn't tell you anything. I guess he hid the truth to keep you on his side, eh? That figures. He's a pretty sneaky guy. Don't talk about my dad like that! Sorry. I apologize. Please, calm down. How do you know my father anyway? I know everything. I know about your past, too. Then tell me what's going on. You don't know even that? That's why I'm asking. If you know everything, then tell me how I can put an end to this. Not yet. Why not enjoy yourself a bit longer? Enjoy? I feel like I'm going crazy. Does this place get to you at all? Oh, it gets to me, all right. I find it most fascinating. Wait! I'm not finished talking! I knew you were on her side. How do you figure? There's something wrong with you too. Die Interaktion mit Vincent enthüllt einige wichtige Informationen für uns. Vincent behauptet, dass Claudia von einer verrückten Hexe manipuliert wurde. Diese böse Hexe soll darüber hinaus auch noch Heathers Mutter sein. Dass Vincent Heathers Mutter so beleidigt, scheint sie nicht ansatzweise zu stören. Sie ist eher verwirrt. Als Vincent aber etwas Abfälliges über Heathers Vater sagt, dreht sie sofort am Rad. Sie scheint eine viel engere Bindung zu ihrem Vater zu haben und es wird auch direkt enthüllt, wieso. Heathers Vater verheimlichte ihre Vergangenheit und trägt den Namen Harry. Falls man Silent Hill 1 spielte, hat man nun alle Puzzleteile, um ein großes Stück der Geschichte zu enthüllen. Harry Mason war der Protagonist des ersten Silent Hills. Dahlia Gillespie, bei der die Bezeichnung verrückte Hexe ziemlich passend wäre, ist die Mutter von Alessa Gillespie. Das Baby, das Harry am Ende von Silent Hill 1 bekommt, ist eine Reinkarnation von Cheryl und Alessa gewesen. Dieses Kind ist somit ebenfalls ein Nachkomme von Dahlia. Führen wir diese Teile zusammen, müssen wir den folgenden Entschluss ziehen. Heather ist dieses neugeborene Kind. Neben diesen zwei sehr eindeutigen Hinweisen mit Dahlia und Harry gibt es auch noch kleinere Indizien. Die Hunde mit den Brandwunden oder das ständige Referenzieren von Schwangerschaft und Geburt. Jetzt ergibt es auch Sinn, wieso Heather auch Heilige genannt wird. Für den Kult ist sie schließlich die Wiedergeburt ihrer Gottheit oder zumindest die Wiedergeburt der Person, die Gott gebären sollte. Ihr merkt schon, Geburt hier, Geburt dort. Wie im Geburtsvorbereitungskurs, nur weniger verstörend. Das fast schon lehrerhafte Auftreten und Aussehen von Vincent strahlt eine gewisse Autorität aus. Wir treffen Vincent hier in einer kleinen Arztpraxis, also es würde nahelegen, dass Vincent Psychologe oder Arzt ist. Bei Vincent haben die Entwickler auch wieder darauf geachtet, dass sein Aussehen authentisch ist. Deswegen ist zum Beispiel sein Gesicht nicht ganz symmetrisch. Heather spürt sofort, dass Vincent mit Claudia unter einer Decke steckt. Ich kann mir auch denken, wieso. Im Gegensatz zu Douglas nimmt Vincent die Geschehnisse auf die leichte Schulter. Die Otherworld schockiert ihn nicht wirklich, er findet sie eher interessant.
Verlässt Heather den Raum mit Vincent, findet sie eine Notiz über Chemikalien, die fürs Feuermachen geeignet sind. In demselben Raum findet Heather eine Flüssigkeit namens Oxidol. Die Otherworld-Version des Bürokomplexes ist mit Gittern übersät und verrostet. Selbst der Aufzug ist ein großes Gittergehäuse. Vor allem in diesem Bereich erinnert mich die Otherworld stark an die Backrooms. Hinter den Gittern lauern unendliche Weiten der Dunkelheit, eine grausame und angsteinflößende Vorstellung. Hier gibt es mit diesem Rollstuhl eine coole Referenz an den Horrorfilm Session 9. In der Otherworld-Version der Galerie findet Heather natürlich kein einziges Bild, außer das große in der Mitte. Auf dem Bild steht eine schwarzhaarige Frau inmitten von Flammen, umgeben von einer Menge an Leuten. Hinter der Frau ist eine Silhouette mit Heiligenschein. Da wir schon konkludieren konnten, dass Heather eine Reinkarnation von Alessa ist, liegt es jetzt sehr nahe, dass dies eine künstlerische Darstellung von Alessas Feuerritual darstellt. In diesem Ritual erlitt Alessa damals die ganzen Brandwunden, die sie ans Krankenbett fesselten. Ach ja, und der Samen von Gott wurde ihr dabei ebenfalls eingepflanzt. Ein Ziel für Heather ist es jetzt, dieses Bild zu verbrennen. Das liegt ziemlich nahe, da sie bereits erfahren hat, welche Chemikalien sie dafür braucht. Zufällig steht dort natürlich auch ein Eimer, der dafür genutzt werden kann. Streichhölzer findet Heather bei einem Konferenztisch. Heather merkt hier an, dass sie mit dem Rauchen aufhörte. Im ersten Stock findet Heather eine Schweinsleber. Ja, die ist noch wichtig. Auf dieser Etage versperrt ihr ein abartiges Monster den Weg. Die Schweinsleber kann man dem Monster nicht zum Fraß vorwerfen. Ich hab's versucht. Vor dem Monster liegt ein Ausschnitt eines Märchens. Es wird eine Kreatur dargestellt, das dem Monster, dem Heather gegenübersteht, durchaus ähnelt. Ein Königreich haderte wohl mit dem Monster und Ritter wurden entsandt, um es zu töten. Die scheiterten aber kläglich. Heather erinnert sich an das Rätsel, weiß aber nicht, wie es endet. Mit Hilfe den Streichhölzern, dem Oxidol und der Schweinsleber kann Heather das Gemälde anzünden. Im Internet habe ich keine befriedigende Antwort gefunden, wieso das überhaupt funktioniert. Oxidol ist das Wasserstoff-Superperoxid, das in der Notiz von vorhin erwähnt wurde. Das Zeug ist sehr entzündlich. Inwiefern aber die Schweinsleber da mit reinspielt, ist mir ein Rätsel. Vielleicht kann mich einer von euch in den Kommentaren dazu erleuchten. Sobald Heather das Gemälde verbrennt, findet sie den nächsten Teil des Kindermärchens. Der König bat eine Priesterin darum, das Monster zu bekämpfen. Mit Worten versuchte die Priesterin, die Kreatur zu überzeugen. Das Ungeheuer ließ sich nicht umstimmen und tötete die Priesterin. In dem Raum am Ende des nun freigeschalteten Ganges findet Heather eine altertümliche Silbermünze. Mithilfe der Münze versucht Heather, sich ein kühles Erfrischungsgetränk zu holen. Ihre Begründung ist wirklich, dass sie Durst hat. In der Erfrischungsdose finden wir einen Schlüssel. Nicht wirklich erfrischend, im Gegensatz zu meinem Partner Ho. Spaß, dachtest du echt, ich mache jetzt hier 0815 Erfrischungsgetränk-Werbung? Nope, nicht ich. Ich hasse Geld. Falls du mein Portemonnaie genauso verachtest wie ich, wäre wenigstens ein Like und ein Abo cool von dir. Der Spruch an der Wand passt auch gut dazu. Ich paraphrasiere mal. Was mal eine Münze war, ist nun eine Zahl in einem Buch. Das Schicksal hat jedoch keinen Preis. Ob die Menschheit das weiß? Mit dem Schlüssel aus der Dose kann Heather im Stockwerk, auf dem sich auch das Monster befindet, eine Tür öffnen. Am Ende des nun freigelegten Korridors findet sie das Ende des Märchens. Das ganze Königreich trauerte um die Priesterin, deswegen erbarmte sich Gott und heilte sie. Die Priesterin ging dann zum Monster und sprach: Tu fui ego eris. Weird writing. What was that? Wie auch im Märchen stirbt das Monster, sobald diese Worte ausgesprochen werden. An der Stelle, an der das Monster vorher war, befindet sich nun ein weiteres Märchenschnipsel, diesmal der Anfang. Das Monster machte sich an den Toren des Dorfes breit und keine Waffen konnten es dem Ungetüm anhaben. Der König bestellte die gütige Priesterin, um ihm bei seinem Problem zu helfen. Ich glaube, Heather, Alessa oder Cheryl haben das Märchen als Kinder gelesen. Da es ein sehr gruseliges Märchen ist, wie die meisten Märchen, um ehrlich zu sein, hat es sich dem Kind ins Unterbewusstsein eingebrannt.
Dieser gesamte Abschnitt mit dem Monster war meines Erachtens eine Manifestierung dessen. Es liegt auch nahe, dass es sich eher um Erinnerungen von Alessa oder Cheryl handelt, da unterdrückte Erinnerungen vielleicht durch das Gespräch mit Vincent freigesetzt werden. Fürs Erste entkommt Heather wieder aus dieser Otherworld. Sie befindet sich jetzt auf einer verlassenen Straße. Wie von Silent Hill Spielen gewohnt, ist ein Teil der Straße auf eine unmögliche Art und Weise abgesperrt. Das Bürogebäude ist zum Glück zufällig direkt neben Heathers Wohngebäude. Was für ein glücklicher Zufall. Spaß beiseite. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass die ersten Gebiete Orte sind, die Heather kennt. Die Mall kennt sie, das zeigte sie im Gespräch mit Harry. Die U-Bahn dementsprechend auch. Da das Bürogebäude direkt in der Nähe von ihrem Wohnhaus ist, können wir davon ausgehen, dass sie dieses auch kannte. Die Untergrundpassage lasse ich jetzt mal außen vor, außer wir finden noch heraus, dass Heather gerne Kanaldiven ging. Auf dem Wohnungsschlüssel von Heather steht drauf, dass sie in Apartment 102 lebt. Direkt am Anfang ist Apartment 102. Das Spiel gibt auch mit einem extra Kamerawinkel vor, dass diese Tür wichtig sei. Heather sagt aber, dass sie hier nicht wohnt. Selbst ihr Apartmentkomplex scheint nicht normal zu sein. Sie findet aber am Ende des Flures ihre richtige Wohnung. Dad, I'm home. Listen, something really crazy's going on. I think we should... Dad? Dad? No! Did you do this? You're late. But why? Why? Revenge for 17 years ago, for one thing. If not for him, our dream would have come true. And then he took you away from us. I'll get you for this! There is another reason. To fill your heart with hatred. It must be this way. One day you'll understand why. No, I'll never understand! You must try to remember me, and your true self as well. You will birth a god and build an eternal paradise. He's the one who killed your father. I merely gave the order. So, what will you do? I'll be waiting where all begins. In the town of Silent Hill. Bevor wir uns um das Monster kümmern, lasst uns kurz über die Cutscene reden. Heather findet ihren Vater in einem schrecklichen Zustand wieder. Er hat seit 17 Jahren das Gleiche getragen. Ach ja, und er wurde brutal ermordet. Es entpuppt sich, dass Claudia dahinter steckte. Sie wiederum bestätigte auch nochmal unsere Vermutungen. Heather ist das vor 17 Jahren gerettete Baby, das Harry aus Silent Hill mitnahm.
Claudia jagte den Zielen des Kultes anscheinend immer noch hinterher und versucht nun, Heather dazu zu bringen, Gott zu gebären. Um ihr Ziel zu erreichen, muss sie Heather mit Hass füllen. Das versucht sie mit der Ermordung ihres Vaters. Bevor sie geht, bestätigt sie aber auch noch eine andere wichtige Sache. Momentan befinden sie sich noch nicht in Silent Hill. Sie fordert Heather allerdings dazu auf, nach Silent Hill zu kommen. Dann startet der Bosskampf gegen den Missionar. Der Missionar ist ein humanoides Monster. Diese Kreatur scheint auf die Befehle von Claudia zu hören. Der Missionar hat einen Sack über den Kopf gestülpt. Er trägt eine Schürze und scheint OP-Handschuhe zu tragen. Als Waffen hat er 2 lange Klingen. Setzen wir voraus, dass dieses Monster etwas mit Geburt und Schwangerschaft zu tun haben muss, wäre meine Theorie, dass dies einen Chirurgen darstellen soll. Einer, der Abtreibungen oder Kaiserschnitte vornimmt. Seine Klingen kann der Missionar nutzen, um Heathers Schüsse abzuwehren. Auch wenn die Arena um einiges größer und das Angriffsmuster des Missionars vielfältiger ist, erinnert dieser Kampf doch stark an die Bosskämpfe aus den Vorgängern. Von Ecke zu Ecke laufen ist hier wieder eine gute Taktik, wobei sich der Kampf gegen den Missionar durch seine Schnelligkeit doch sehr dynamisch gestaltet. Er jagt Heather zumindest von Ecke zu Ecke. Sobald Heather die Kreatur besiegt, kehrt sie in ihre Wohnung zurück. I don't know what to say. Then don't say anything. I'm fine, so just get out of here and leave me alone already! Calm down. Calm down? How am I supposed to do that? My father is dead! He's murdered! Get out! This is all your fault! If it weren't for you, I'm sorry. then go! If it'll make you feel better, I will. Is he okay like this? What else can I do? There's no one here to give him a decent burial. I'm sorry, Dad. What do you do now? I'm going to Silent Hill. What's in Silent Hill? I don't know. Do you think it's safe? Of course it isn't. I don't know what kind of hell is waiting for me there, but I've got no other choice. I don't care about God or paradise. If that's what she believes, then fine. But she won't get away with what she did. When I find her, I'll kill her myself. Revenge doesn't solve anything. Maybe not, but that's what I'm going to do. How are you gonna get there? None of your business. I'll give you a ride. I don't need your help. Yeah, but it's too far to walk. Besides, I'm partly responsible for this. I'll bring the car around back. Come by and we'll finish saying goodbye. You know, you might die too. That's fine. Nobody's gonna cry over my grave. Der Musikeinsatz war in dieser Cutscene wirklich besonders klasse.
Heathers melancholischer Abstieg vom Dach wurde passend untermalt und auch ihre passionierte Ansprache bezüglich Silent Hill und Claudia wird von der Musik bestens unterstützt. Leider weiß ich noch nicht, wie viel ihr davon tatsächlich hören werdet. Es ist auf jeden Fall ziemlich gut, glaubt mir. Douglas fühlt sich zumindest teilweise für den Tod von Harry verantwortlich. Er spürte Heather für den Kult auf, auch wenn er nun keine Loyalität mehr gegenüber dem Kult verspürt. Im Gegenteil, er will Heather sogar helfen und nach Silent Hill bringen. Heather ist bezüglich dem Tod ihres Vaters komplett aufgewühlt. Sie sieht nur noch rot und hat ein Ziel vor Auge: Claudia und den Kult vernichten. Bevor die beiden losfahren, kann Heather noch ein wenig die Wohnung erkunden. Im Sessel ihres Vaters denkt sich Heather etwas sehr Trauriges. Du hast mir gesagt, du wärst der stärkste Mann der Welt. Lügner. Ich glaube, jeder, der schon mal einen engen Verwandten oder Freund verloren hat, kann Heathers Gefühlswelt verstehen. Meistens ist man zwar auf den Umstand selbst sauer, aber auch oft auf die verstorbene Person. Wieso hast du nicht aufgepasst? Wieso hast du mir nicht Tschüss gesagt? Wieso lässt du mich alleine? Oder in Heathers Fall, wieso warst du nicht stark genug? Heathers Zimmer können wir ebenfalls etwas durchstöbern. Hier finden wir einen Elektroschocker. Das Ding hat eine sehr geringe Reichweite und verbraucht Batterien. Eine noch nie dagewesene Waffe in Silent Hill, die leider kaum einen sinnvollen Anwendungsfall hat. Bis auf 1-2 Plakate ist Heathers Zimmer sehr 0815. Der Bewohner des Zimmers könnte männlich, weiblich, jung oder alt sein, könnte man kaum anhand des Interieurs erkennen. Schade, die Entwickler hätten diesen Moment nutzen können, um Heather ein wenig mehr Charakter zu verleihen. Weil um ehrlich zu sein, wissen wir immer noch nicht viel über Heather selbst. Klar, wir wissen viel über ihre Vergangenheit, aber über sie persönlich? Heather steckt immer noch im Silent Hill Limbo und Claudia ist wahrscheinlich diejenige, die sie daraus befreien kann. Ab nach Silent Hill. I just met some guy named Vincent. Vincent? He's a friend of yours, right? I'm not sure. He said when we get to Silent Hill to look for a guy named Leonard, and he gave me this map. What do you want to do? We can't trust him, but we've got no other choice. Here, take this too. What's this? Your father was holding it. Started raining. Are you sleeping? I'm awake. You cold? What's the deal with Silent Hill anyway? It used to be a nice, quiet little town. But now, You've been there? once, on a missing persons case. Never did find him. But I'll tell you, that's one screwed up town. My line of work, you hear a lot of nasty rumors. I was born and raised there. Sorry. I didn't mean to offend you. No offense taken. Anyway, I thought you grew up in Portland. What's wrong? Feeling sick? My head's pounding like the worst hangover ever. Maybe you're car sick. No. I'm just trying to remember. My childhood.
Something terrible happened in Silent Hill 17 years ago. A woman named Dahlia. She tried to summon the ancient god of the town. She offered up her very own daughter. That's crazy. Maybe so, but it worked. The girl gave birth to a god. You see, that girl had special powers. Powers? Her classmates called her a witch. She could make things happen with her mind. She could kill people just by wishing for it. But in the end, that god was killed by a single person. My father, Harry Mason. I guess it wasn't much of a god if it could be killed by a human being. But I think Claudia's trying to do the same thing again. And I've been chosen as the sacrifice. You've got some kind of power in you too? After the god was killed, the girl reappeared. She was holding a baby in her arms. Before she died, she gave the baby to my father. He loved me just like I was his very own daughter. Even though he didn't know who or what I was. It was so sudden. I never had a chance to tell you how happy you made me. Auf der Fahrt mit Douglas nach Silent Hill fügt sich das Puzzle für Heather ebenfalls zusammen. Sie rekapituliert nochmal die Geschehnisse aus Silent Hill 1 und stellt fest, dass sie das Kind ist, das Harry am Ende mitnimmt. Ihre Erinnerungen und die Memoiren ihres Vaters halfen ihr, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Davor traf Douglas anscheinend noch Vincent, der wusste, dass die beiden nach Silent Hill aufbrechen werden und ihnen eine Karte mitgab. In Silent Hill sollen sie jemanden namens Leonard aufsuchen. Nebenbei droppt Douglas dann auch während der Autofahrt, dass die Stadt jetzt am Anfang Portland war. Douglas erwähnt auch, dass er immer nur komische Geschichten aus Silent Hill hört und ihm die Stadt nicht geheuer ist. Ich muss zugeben, bis jetzt dachte ich immer, dass die normalen Leute in Silent Hill, also diejenigen, die nicht in der Nebel- oder Otherworld gefangen sind, komplett normal leben. Die Stadt hinterlässt anscheinend trotzdem noch ihre Spuren in der echten Welt. Die Memoiren ihres Vaters kann Heather in ihrem Inventar wiederfinden und lesen. Harry schrieb die Ereignisse aus Silent Hill 1 nieder. Was richtig interessant ist, er sagt, als der neue Gott geboren wurde, schrie er nur einmal auf und starb. Das passiert auch so, wenn Harry zu dem Zeitpunkt des Bosskampfes keine Munition mehr hat. Heißt also, wir müssen uns alle gar nicht schlecht fühlen, wenn wir den letzten Boss durch diesen Trick geskippt haben. Das ist sogar die richtige Art und Weise, zumindest laut dem Silent Hill Kanon. Harry erklärt das durch die Kraft von Cheryl und Alessa, die sich gegen den Gott auflehnten. Harry hatte sehr mit seiner Situation zu kämpfen. Er wusste nicht, was er mit diesem Baby anfangen sollte. Schließlich wurde ihm seine Cheryl weggenommen. Es ging sogar so weit, dass er überlegte, das Baby umzubringen oder auszusetzen.
Harrys Liebe zu seiner Tochter überwog aber alles und er zog Heather als seine eigene Tochter auf. Heathers Reaktion auf Harrys Tod zeigte, dass er ein sehr guter Vater für sie war. Auf eine gewisse Art und Weise bekam Harry sein Happy End. In Silent Hill angekommen, teilen sich Heather und Douglas auf. Er geht zum Haus von Leonard, Heather muss ins Krankenhaus. Beide stellen fest, dass Douglas mehr Angst hat, alleine zu sein, als Heather. Wieso sie zum Krankenhaus gehen sollte, ist für mich ein Rätsel. Die einzige mögliche Erklärung wäre für mich die Karte, da auf dieser das Brookhaven Hospital markiert wurde. Vielleicht war die Markierung von Vincent bereits eingezeichnet. Wir bleiben direkt mal bei der Karte. Dies ist die Karte, die James in Silent Hill 2 ebenfalls hat. Heather befindet sich jetzt also wirklich endlich in Silent Hill. Das altbekannte Game Design in Bezug auf die Stadt wurde aber komplett gestrichen. Heather kann auf dem Weg zum Krankenhaus nur sehr wenig erkunden. Alle Straßen, die sie vom Weg abkommen lassen könnten, sind gesperrt. Ein Gebäude lässt sich aber optional betreten: Heaven's Night. In dem Stripclub findet Heather eine Touristenbroschüre. Die Broschüre beinhaltet nur klassische Anpreisungen des Ortes, wie jede andere Touristenbroschüre auch. So Touristenagenturen sind in der Hinsicht wie Immobilienmakler, die dir auch die letzte Bruchbude als Palast verkaufen. Der letzte Absatz passt aber sehr gut zu Silent Hill. Silent Hill wird sie berühren und mit einem Gefühl tiefen Friedens erfüllen. Ich hoffe, sie haben einen angenehmen Aufenthalt, der für immer in ihren Erinnerungen bleiben wird. Man kann sagen, was man will, aber meine bisherigen Besuche nach Silent Hill haben mich immer berührt und sind mir in Erinnerung geblieben. Der tiefe Frieden ist bestimmt vor allem auf die Reise von James bezogen, am Ende dessen er eine Art Frieden erlangen kann. Passt vor allem, weil James diese Broschüre in Silent Hill 2 ebenfalls finden kann. Die Broschüre ist von Roger Widmark geschrieben worden. Über den habe ich nichts herausgefunden, der Name tauchte aber auf dieser Fake-Webseite von Silent Hill auf. Das ist eine Fanseite, bei der unter Fotos und Videos verschiedene Silent Hiller vorgestellt werden. Dieses Juwel habe ich dort gefunden. Kind of a bad dream. Yeah. Living a nightmare. Whoa! In Heaven's Night kann sich Heather auch noch ein Poster anschauen. Es ist ein Werbezettel für eine Frau mit langen schwarzen Haaren. Falls der Spieler auf derselben Memory Card einen Silent Hill 2 Speicherstand besitzt, wird auf diesem Poster die Rückkehr von Lady Maria angekündigt. Einige solcher Easter Eggs können nur durch einen Silent Hill 2 Speicherstand gesehen werden. An dieser Stelle muss ich aber zugeben, dass bei der Emulation, die ich gespielt habe, kein Silent Hill 2 Speicherstand notwendig war. Ich kann euch nicht sagen wieso. Offiziell braucht man aber einen Silent Hill 2 Spielstand auf der Memory Card. Viel mehr gibt es in Heaven's Night nicht zu sehen. Es wurde einfach 1:1 die Stadt von Silent Hill 2 genommen und alle Straßen abgesperrt. Nicht nur der Anfang von Silent Hill 3 ist linearer als bei den Vorgängern. Das ganze Spiel wurde von der eigentlichen Spielmechanik der Stadt befreit. Im Brookhaven Hospital wartet etwas Neues auf uns: die Krankenschwestern. Ja, auch Silent Hill 3 hat seine eigenen Krankenschwestern. Wie auch im ersten Teil sind die Schwestern nicht sexualisiert. Sie tragen aber die gleiche Kleidung wie die Bubblehead-Schwestern aus dem zweiten Teil. Ergibt auch Sinn, schließlich arbeiten sie im selben Krankenhaus. Die Schwestern sind eine Manifestierung von Heathers Erinnerungen an Lisa Garland. Ist dir nicht aufgefallen? Mir auch nicht, denn die Schwestern sehen Lisa nicht ansatzweise ähnlich. Die Kreaturen greifen Heather mit Stahlrohren und sogar mit Pistolen an. In der Hinsicht spiegeln sie ein wenig die Angriffsmöglichkeiten von Heather wider. Wenn Heather die Schwestern mit einer Nahkampfwaffe angreift, geben die Monster ekelhafte Geräusche wieder und ihr Körper verdreht sich auf komische Art und Weise. Das Layout des Krankenhauses ist komplett gleich wie beim zweiten Teil, obwohl der Innenraum größtenteils anders aussieht. Heather findet ein Klebebild, auf dem eine Menge random Zeugs draufgeklebt wurde. Interessant ist der Schlüssel, den sie nicht loslösen kann. In einem der Büros im Erdgeschoss findet Heather einen sehr beunruhigenden Notizblock. Ein Mann namens Stanley Coleman obsessiert in diesem Buch über Heather. Anscheinend war er jahrelang hier eingesperrt und hat nur auf die Ankunft von Heather gewartet. Sogar diese Puppe hier hat er für sie gemacht. Heather findet geeignete Worte hierfür. Ekelhaft. Das würde ich noch nicht mal mit der Kneifzange anfassen.
Als wenn Heather nicht schon genug an der Backe hätte, jetzt wird sie auch noch gestalkt. Außerdem findet Heather auf diesem Stockwerk noch die Karte fürs Krankenhaus und ein paar Patientenakten. Die erste ist für Leonard, den Heather ja sucht. Er leidet an Halluzinationen, ist ansonsten aber ein ruhiger Kerl mit einem Sinn für Gerechtigkeit. Die zweite Akte ist von Stanley, der diesen Notizblock für Heather hinterließ. Er ist ein feiger und ruhiger Kerl, der sich vorher auch schon auf andere Frauen fixierte. Seine Fixierung führte bereits zu gewalttätigen Zwischenfällen. Auf der 3. Etage des Krankenhauses findet Heather einen weiteren Tagebucheintrag von Stanley. Er schreibt davon, dass Heather ihn ja in Wirklichkeit lieben würde. Er spricht auch noch von einem Code, den ein Arzt niederschrieb. In der Frauenumkleide findet Heather ein Parfüm und Nagellackentferner. Wenn sie das Parfüm aufträgt, werden mehr Gegner gespawnt. Die Krankenschwestern fühlen sich zu dem Geruch hingezogen. Den Nagellackentferner kann Heather nutzen, um den Schlüssel aus seinem klebrigen Gefängnis zu befreien. Stanley weiß wohl, zu welchen Orten Heather muss, denn auch hier wartet ein Tagebucheintrag auf uns. Der kranke Mann wird von einer Organisation hier eingesperrt, um irgendetwas zu vergessen. Allgemeinhin glaubt die Silent Hill Community, dass mit Organisation der Orden gemeint ist. Um ehrlich zu sein, glaube ich aber, dass dies nur Geschwafel eines Irren ist. Schließlich glaubt Stanley auch, er wäre Heathers Seelenverwandter, obwohl sie ihn gar nicht kennt. In dem Tagebuch erwähnt er, dass man mit dem Ding, was Frauen immer benutzen, also dem Nagellackentferner, den Schlüssel lösen kann. Der Schlüssel ist für das Treppenhaus. Der Keller in Silent Hill 3 ist ganz anders als in Silent Hill 2. Es führt keine lange Treppe nach unten, es gibt eine richtige Etage mit Räumen und alles ist gefliest. Wieder sieht Heather einen Rollstuhl, schon das 2. Mal, dass ein Rollstuhl so in Szene gesetzt wurde. Ähnlich wurde ein Rollstuhl in Silent Hill 1 ganz am Anfang auch in Szene gesetzt. Meine Theorie ist, dass die Rollstühle Fragmente von Alessas Leben darstellen. Viele Jahre verbrachte sie im Krankenhaus. Auch wenn sie hauptsächlich ans Bett gefesselt war, wurde sie garantiert auch oftmals mit dem Rollstuhl transportiert. Heather findet eine blutige Szenerie vor. Ein Kampf hat hier stattgefunden. Der Verteidiger hat anscheinend verloren und uns eine Waffe hinterlassen. Die Maschinenpistole ist meiner Meinung nach die beste Waffe im Spiel. Während die Gegner Kugeln fressen, sind sie stunlocked. Heather kann die Waffe schnell bedienen und der Schaden ist auch stabil. Vor allem die Variante mit unendlich Schuss ist unverzichtbar für einen 2. oder 3. Spieldurchlauf. In der Rumpelkammer des Krankenhauses erblickt Heather etwas hinter dem Regal. Sie kann sich aber nicht durchzwängen. Wie aber auch bei dem ganzen Gerümpel. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich die Unordnung hier nicht haten. So ähnlich sieht es in meinem Keller auch aus. Auch wenn es im Keller einen Aufzug gibt, kann Heather diesen nicht benutzen. Hier geht es also nicht weiter. In der 3. Etage gibt es Gummizellen, in denen Heather einen weiteren Tagebucheintrag von Stanley finden kann. Stanley philosophiert wieder über seine Liebe zu Heather. Er versteht nicht, wieso Heather seine Puppe nicht als Geschenk annimmt. Ein interessantes Detail ist mir in seiner Beschreibung aufgefallen. Er spricht von Heathers ebenholzfarbenen Haar. Ebenholz ist dunkel. Heather hat blondierte Haare. Alessa hat jedoch schwarze Haare. Vielleicht spielt Stanley darauf an. Eine Notiz in dem Gang vor den Gummizellen erzählt von Reibereien im Krankenhaus. Aufmüpfige Patienten wurden eingesperrt und ein perverser Chef trieb sein Unwesen. Das hat zwar nichts direkt mit der Story zu tun, gibt dem Krankenhaus aber ein wenig mehr Charakter. So kann man sich vorstellen, dass hier wirklich mal Leute gearbeitet haben oder noch arbeiten. Wir sehen das Krankenhaus ja immer nur in der Nebel- oder Otherworld. Auf der 3. Etage gibt es ebenfalls einen Safe Room, dort wo James damals seine Gewinne für das Quiz abholen konnte. Hier hinterließ Stanley eine weitere Notiz. Auch mit diesem Eintrag gibt Stanley uns einen Tipp. Er sagt uns, dass sich ein Schlüssel hinter dem Regal in der Tiefgarage befindet. Yes, in der Tiefgarage steht da so. Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler. In der englischen Version wird aber auch von einer Underground Garage gesprochen. Vielleicht wurde das Japanische falsch übersetzt. Auf dem Weg zum Dach findet Heather einen weiteren Eintrag von Stanley. Ich bin auch gerne auf dem Dach. Da würde ich am liebsten fliegen. Du auch? Stanley schafft es wirklich, alles auf eine gruselige Art und Weise niederzuschreiben. Auf dem Dach warten nur Monster und Munition auf Heather. Untersucht Heather die Stelle, an der James runterstürzte, erwähnt sie extra, dass der Zaun nicht instabil aussieht. Auf der 2. Etage des Krankenhauses findet sich das 2. richtige Rätsel.
Ja, das habt ihr richtig gehört. Seit dem Shakespeare-Rätsel am Anfang gab es kein richtiges Rätsel mehr. Richtige Rätsel sind für mich Rätsel, die sich mit dem Rätselschwierigkeitsgrad ändern. Da ich dieses Rätsel sehr cool finde, werde ich das etwas detaillierter beschreiben. Erwartet das aber nicht bei jedem Rätsel, ich will ja schließlich nicht allen Rätselspaß verderben. Auf einfach ist die einzige Herausforderung herauszufinden, wo man anfangen muss. Drücken, 2 nach rechts. Drücken, 1 hoch. Drücken, 2 runter und nochmal drücken. Heather muss bei 4 starten, da sie nur so 2 nach rechts gehen kann, 1 hoch und 2 runter. Wenn sie woanders anfängt, würde diese Reihenfolge nicht funktionieren. Auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad müssen wir ein wenig rechnen. Folgende Konditionen werden uns vorgegeben. Erste Zahl größer als zweite Zahl. Zweite Zahl zweimal so groß wie die dritte Zahl. Dritte Zahl kleiner als vierte Zahl. Vierte Zahl halb so groß wie die erste Zahl. Zudem sind es 4 unterschiedliche Zahlen. Nur eine darf in der obersten Reihe sein und keine 2 sind in der rechten Reihe des Pads. Die dritte Zahl muss verdoppelt werden können, da die zweite Zahl zweimal so groß ist. Also die dritte Zahl kann nur eine Zahl zwischen 1 und 4 sein. 4 kann aber schon mal nicht die dritte Zahl sein, da die zweite Zahl ja dann 8 wäre. Die erste Zahl müsste dann 9 sein, um größer zu sein als 8. 9 lässt sich aber nicht durch 2 teilen und die vierte Zahl ist ja halb so groß wie die erste Zahl. Also kann die dritte Zahl nur 1, 2 oder 3 sein. 1 können wir auch ausschließen, weil dann müsste die 2 die zweite Zahl sein und in der ersten Reihe darf nur eine Zahl vorkommen. Also nur die 2 oder die 3. Jetzt ist es nur noch ein Spiel von Trial und Error. Setzen wir 2 für die dritte Zahl ein, muss die zweite Zahl 4 sein. Die erste Zahl muss durch 2 teilbar und größer sein als die zweite Zahl. Das würde nur noch die 6 und die 8 übrig lassen. Beide gehen aber nicht, da die Hälfte von 6 mit der 3 eine zweite Zahl in der ersten Reihe bedeuten würde. Die Hälfte von 8 wäre 4 und das geht auch nicht, da 4 schon verwendet wurde. Die dritte Zahl muss also 3 sein. Dann ist die zweite Zahl 6, die erste Zahl 8 und die letzte Zahl 4. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad fand ich das schon knackig, hat mich auch länger zum Grübeln gebracht. Oh boy, das Rätsel auf schwer zerstörte mich allerdings. Auf schwer wird keine einzige Zahl genannt. Dort steht nur ein perverser Aufsatz, bei dem jemand beschreibt, wie er obsessiv jemanden anhimmelt und demjenigen komplett das Gesicht entstellt. Und dieser Text geht wirklich lang. Beim ersten Mal durchlesen war für mich nicht ein einziger Hinweis erkennbar. Zum Glück ist dieses Rätsel aber diesmal lösbar, ohne die komplette Herr der Ringe-Trilogie lesen zu müssen, auch wenn es dadurch nicht einfacher wird. Ich bin ehrlich mit euch, bei dem Rätsel hat mir Onkel Google etwas geholfen. Bei dem Rätsel soll man sich das Keypad als Gesicht vorstellen. 1 und 3 sind die Augen, 4 und 6 die Ohren, 5 die Nase, 7 und 9 die Wangen, 8 der Mund. Mit dieser Vorstellung lässt sich der makabere Text entschlüsseln. Der erste Hinweis: Ich lege meine linke Hand auf dein Gesicht und treibe meine Daumen in deine Augenhöhle, heißt, das linke Auge, die 1, ist also gemeint. Er beschreibt dann, wie Blut aus dem zerquetschten Auge herunterströmt. Das Blut strömt vom Auge, also der 1, zu den Ohren, also der 4. Dann wird beschrieben, wie er seinem Opfer in die Lippe beißt. Der Mund ist die 8. Als nächstes biss der Perverse seinem Opfer in die linke Wange und nannte das linke Ohr. Aus der Sicht des Täters ist die linke Wange und das linke Ohr auf der rechten Seite. Also sind die letzten beiden Zahlen 6 und 9. 1, 4, 8, 6, 9. Und der Sesam öffnet sich. Dieses unglaublich knackige Rätsel finde ich viel besser als das mit Shakespeare, weil man halt auf die Lösung kommen kann, ohne das Spiel verlassen zu müssen. Im darauffolgenden Bereich wartet tatsächlich direkt das nächste richtige Rätsel auf uns, was aber 1000-mal einfacher ist. Heather findet einen Toten mit einem Tattoo, das Folgendes besagt: Die Anfangszeit ist der Schlüssel. Der Tod des Patienten wurde als Suizid abgetan, obwohl die Umstände seines Ablebens merkwürdig waren. Er hat sich wohl selbst die Kehle durchgeschnitten. Ein Hinweis versteckt sich in dem Text. Im Zimmer M4 wurde der Patient untergebracht. In diesem Zimmer gibt es eine weitere Nachricht von Stanley samt Tipp.
Er weist auch nochmal auf den tätowierten Typen hin. Der Aktenkoffer hat ein Zahlenschloss und der Wecker stellt die Lösung dar. Auf einfach steht die Lösung einfach direkt auf dem Ziffernblatt. Auf normal müssen wir die Zeit einfach ablesen. Auf schwer ebenfalls. Aber anstatt 11:56 Uhr muss Heather 23:56 Uhr eingeben. In dem Koffer findet Heather eine Kamera, mithilfe dessen sie ein Bild von dem machen kann, was sich hinter dem Schrank im Keller verbirgt. Ein weiterer Zahlencode, mit dem Heather den Gang in der 3. Etage öffnen kann. Auf dieser Station kann Heather sich verschiedene kleinere Patientenzimmer anschauen. In einem der Zimmer liegt ein Klatschmagazin, in dem über ein Waisenhaus namens Haus Hoffnung berichtet wird. Haus Hoffnung indoktrinierte Waisenkinder in einen sehr seltsamen heidnischen Kult. Nachbarn hörten öfters nachts merkwürdige Gebete aus dem Waisenhaus. Auf dem Gelände des Waisenhauses stand ein merkwürdiger Betonturm. Falls es noch nicht offensichtlich genug ist, der Kult dort wird auch der Orden genannt. Der Verfasser namens Joseph Schreiber macht es sich zur Aufgabe, den Kult zu entlarven. Der Mann wird noch für ein anderes Silent Hill Spiel wichtig. In Silent Hill 3 wird Joseph Schreiber aber ansonsten nicht mehr erwähnt. In einem anderen Patientenzimmer finden wir die letzte Nachricht von Stanley, daneben eine zerstörte Figur. Stanley gibt Leonard die Schuld dafür, dass es zwischen den beiden nicht funkte. Bevor er sich verabschiedet, spricht er noch eine Warnung aus. Heather soll sich vor Leonard in Acht nehmen. Ganz ehrlich, Leonard kann auch nicht schlimmer sein als der Stalker Stanley. Im darauffolgenden Patientenzimmer findet Heather ein Telefon. Hello? Claudia. No, I'm not. Don't lie to me, Claudia. You're always trying to run from your responsibilities. Have you come to apologize? Or maybe you still don't realize how foolish you've been. The salvation of all mankind. Ah, what a ridiculous dream. Wait, just listen to me for a second. I've heard enough from you already. How did you turn out this way? Where did I go wrong? Listen to me already. I'm not Claudia. You're not Claudia. My name is Heather. Heather. Who are you? Leonard Wolf. I'm sorry. I thought you were my daughter. Claudia is your daughter? Oh, so you know her, do you? Are you one of her followers? No, never. When I find her, I can feel the hatred. What? Behind your words. The anger. You plan to kill her, don't you? I'm sorry, but She killed my father. She's a fool, but she's still my daughter. I was going to forgive her if she changed her ways, but I see it's too late. Heather, will you help me? Help you? I'm locked up in here, and I must stop Claudia. Where are you now? I'm not sure myself, but the door is at the end of the hall on the 2nd floor. I think I can be of help to you. I have a seal. Please. A seal? The end of the hall on the 2nd floor. Leonard Wolf ist der Vater von Claudia Wolf und will Heather anscheinend dabei helfen, Claudia aufzuhalten.
Ein Siegel soll ihm dabei helfen. Er hält Claudias Ziel, die Menschheit zu retten, lächerlich. Heather soll Leonard befreien. Er befindet sich am Ende des Flures im 2. Stock. Die besagte Tür ist nicht auf der Karte eingezeichnet. Sie erscheint aber nach dem Gespräch mit Leonard. Hinter der Tür befindet sich ein minenschachtartiger Korridor mit verrosteten Stahlwänden. Am Ende des Weges findet Heather einen vermeintlichen Speicherpunkt, nur ist das Zeichen an der Wand nicht das Halo of the Sun Emblem. Still has an unusually high fever. Eyes don't open. Getting a pulse, but just barely breathing. Why? What is keeping that child alive? Nach der Szene, die übrigens 1:1 aus Silent Hill 1 stammt, erinnert sich Heather sogar an die himmlische Krankenschwester Lisa Garland. Als nächstes wartet ein langer Aufstieg per Leiter auf Heather. Auf dem Weg nach oben steigt Heather an einer Krankenschwester vorbei, die Lisa Garland darstellen soll. Laut Entwickler hat einfach die Zeit gefehlt, die Krankenschwester wie Garland aussehen zu lassen. Das finde ich echt schade. Die generellen Krankenschwestern sollen an Lisa erinnern. Und diese Krankenschwester soll sogar Lisa sein. Aber es besteht keinerlei Ähnlichkeit. Das Ganze hätte viel mehr Impact, wenn die Kreaturen und auch die Schwester hier einfach Lisa ähnlicher wären. Das hier herumdrehende Monster ist übrigens ein Valtil. Was es mit dem auf sich hat, erklärt euch Silent Honesty. Valtil erscheint mehrmals in Silent Hill 3 in der Otherworld und nimmt augenscheinlich aufgrund seiner passiven Rolle den Platz eines Beobachters ein und erscheint erst als ein weiteres Monster, welches durch Heathers Unterbewusstsein entstanden sein könnte. Tatsächlich ist es aber so, dass Valtil kein Produkt von Emotionen oder Gedanken ist, sondern ein vollkommen einzigartiges Wesen der Otherworld darstellt, welches komplett unabhängig existiert und der Gottheit des Ordens direkt unterstellt ist. Genauso agiert Valtil auch in Silent Hill 3 als Gehilfe der Gottheit, indem er Heather ganz genau beobachtet und sie an zahlreichen Passagen verfolgt. Damit möchte er nämlich um jeden Preis sicherstellen, dass die ungeborene Gottheit, welche Heather in sich trägt, auch wirklich das Licht der Welt erblickt. Valtil wird auch oft dabei beobachtet, wie er an verschiedenen Ventilen dreht, was eine symbolische Geste für den Zyklus der Wiedergeburt ist. Denn abgesehen von der Gottheit, welche wiedergeboren wird, wurde auch Alessa aus dem ersten Silent Hill als Heather wiedergeboren. Dazu trägt er auch Kleidung in Form eines Kittels, Handschuhen und es sieht so aus, als würde er eine Maske tragen, was alles medizinisch wirkt und ihn in grotesker Weise als Geburtshelfer darstellen könnte. Aufgrund dieser Merkmale könnte man annehmen, dass er Heathers Betreuer oder Beschützer sein könnte. Allerdings ist ihm Heather an sich völlig egal, da er sie nur wegen der Gottheit in ihr verfolgt. In Silent Hill 3 sieht man nach einem Game Over zudem ab und zu, wie Valtil vor Heathers Leiche erscheint und sie irgendwohin mitnimmt. Die Bedeutung dieser Szene ist relativ einfach. Valtil bringt Heathers Leiche zum letzten Halo of the Sun, damit sie und vor allem die Gottheit dort wiederbelebt werden und Heather ihre Reise zur Geburt der Gottheit weiter bestreiten kann. Somit schickt Valtil, egal wie oft Heather stirbt, sie immer und immer wieder in den nächsten Tod, solange bis die Gottheit gesund und lebendig geboren wird. Heather befindet sich nun in der Otherworld-Version des Krankenhauses. Ihr seht richtig, die Wände sind wirklich so verschwommen. Ich habe nicht an der Auflösung rumgespielt. Das normale Krankenhaus war wirklich fast 1:1 aus Silent Hill 2 übernommen. Dafür ist Heathers Otherworld-Version ganz anders. Der Boden ist wieder ein Gitter und die verschwommenen Wände sehen blutig aus. Das Herumgekräuse an der Wand erinnert an eine Würmerplage. Eine stärkere Version der Slurper wartet in den Gängen hier auf Heather. Betritt Heather hier einen Raum mit riesigem Spiegel, wird Heathers Spiegelbild plötzlich komplett von der Dunkelheit eingenommen. Nachdem das Spiegelbild komplett verseucht wurde, macht sich die Dunkelheit auf Heathers Spiegelseite breit. Irgendwann bleibt auch Heathers Spiegelbild einfach stehen. Bevor die Dunkelheit sie gänzlich verschlingt, kann Heather allerdings fliehen. In der Otherworld funktioniert der Aufzug ebenfalls. Es werden nur andere Stockwerke als vorher angezeigt. Im 2. Stockwerk finden wir einen Spind, der klingelt. Eine Telefonzelle steckt in dem Spind. Natürlich geht Heather direkt dran.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Oh, I forgot your name. Who are you? Oh, okay, thanks. Happy birthday, dear. Who are you? Happy birthday to you. Happy 31st birthday. Is this Leonard? That's the murderer's name, not my name. I'm not your beloved Stanley either. He's underground now. His new name is Number 7. But don't worry about that now. It's time to celebrate your birthday. You've got me mistaken for someone else. Today's not my... I'm not mistaken. Today is your 24th birthday. And I have a present for you. Which do you prefer? To give pain or to receive it? You can have the one you hate the most. Happy birthday to you! But you're wrong. It's not my birthday. Wer die Person am anderen Ende der Leitung ist, stellt bis heute ein Rätsel für die Silent Hill Community dar. Es ist aber klar, dass die Person weitaus mehr über uns weiß, als wir über sie. Er gratulierte Heather zum 24. Geburtstag. Heather ist 17 und Harry hat ihr wahrscheinlich irgendeinen random Geburtstag gegeben. Ich vermute, dass Cheryl circa 24 Jahre alt gewesen wäre, da sie so um die 6 oder 7 Jahre alt in Silent Hill 1 war. Heather hat tatsächlich 3 Geburtstage. Ich kann ja schon fast nach jedem Geburtstag von Madame O1 fast Insolvenz anmelden. Auf der Etage kann Heather noch eine Plastiktüte einsacken. Einige verstörende Notizen findet sie ebenfalls. In einer wird beschrieben, dass ein Patient, wahrscheinlich Leonard, so ein religiöser Fanatiker sei, dass er jemanden deswegen sogar erstach. Noch viel gruseliger ist die Zeichnung hier, auf der steht, dass alle Menschen sterben sollen. Ich weiß nicht, so verstörende Kinderzeichnungen jagen mir immer einen Schauer über den Rücken. Das Ordenssymbol wird mit Engelsflügeln auf dieser Zeichnung ebenfalls dargestellt. Der Zeichner beschreibt sich selbst als Ehrenritter des Glaubens, der alle Kriminelle richten wird. Kriminelle sind wahrscheinlich alle Ungläubigen. Ein komplett neues Stockwerk hat das Krankenhaus auch, das Krematorium. In diesem Krematorium muss Heather wieder ein richtiges Rätsel lösen. Also, nicht immer, um ehrlich zu sein. Die Entwickler hatten gar keinen Bock, irgendein Rätsel für den einfachsten Schwierigkeitsgrad zu programmieren und die Tür des Ofens ist sofort geöffnet. Auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad muss man lediglich dazu in der Lage sein, römische Zahlen lesen zu können. Dafür muss die Ofentür betrachtet werden, die an sich ein sehr düsteres Design hat. Sieht aus wie ein Hexentanz in einem Meer voll Flammen. An den auf der Ofentür eingeritzten Stelle stehen Baren, dessen Nummern in der spezifizierten Reihenfolge eingegeben werden müssen. Bei Römisch 1 steht zum Beispiel die Bahre mit der Nummer 2, also ist die 2 die erste Zahl des Codes. Auf Hard hat das Bild auf der Ofentür einen rötlicheren Touch und ein Text wurde eingeritzt. Hier muss man nun Verse an dieser Tür korrespondierenden Versen, die an den Baren liegen, zuordnen. Ich bin ehrlich mit euch, dieses Rätsel ist kompliziert und würde doppelt so lange zum Aufarbeiten brauchen als das letzte Rätsel. An dieser Stelle lasse ich das aus. Falls dich der Lösungsweg bei diesem spezifischen Rätsel interessiert, habe ich dir eine Webseite dazu in der Beschreibung verlinkt. Im Livestream können wir dieses Rätsel auch gerne zusammen lösen. Auf Twitch und YouTube werde ich das Spiel garantiert mehrmals streamen. Mit dem eingeäscherten Schlüssel aus dem Ofen lässt sich ein neues Gebiet im Otherworld Hospital öffnen. Hier erhält Heather eine Geburtstagsüberraschung, falls sie den Anruf aus dem Spind angenommen hat. Etwas Munition oder Gesundheitsdrinks liegen auf dem Tisch, je nachdem, was Heather gerade fehlt.
Unter dem Bett liegt auch eine Geburtstagskarte versteckt, die Heather zum 38. Geburtstag gratuliert. Alessas Alter plus Cheryls Alter plus Heathers Alter. Ein Raum weiter befindet sich ein ritueller Altar, an dem anscheinend Menschenopfer erbracht werden sollen. Die Vermutung liegt nahe, da neben dem Altar ein Buch namens Verlorene Erinnerung liegt. Dieses Buch gab es in Silent Hill 2 auch schon. Das Buch brauchte James fürs Rebirth-Ende. In der Buchpassage hier beim Altar wird von rituellen Opfern erzählt. Es gab Opferrituale, bei denen wurden Menschen aufgespießt und der Altar mit Blut getränkt. Bei anderen Ritualen wurden Anhänger des Glaubens wiederum verbrannt. Das Verbrennungsritual, das bei Alessa vollzogen wurde, war eines dieser würdevolleren Zeremonien. In diesem Buch wird dies auch ganz klar von den Hexenverbrennen auf dem Scheiterhaufen abgegrenzt. Im Gegensatz zum Scheiterhaufen waren diese Opferrituale nur für extrem gläubige Mitglieder des Kultes gedacht. Heather muss jetzt eine Opfergabe simulieren, indem sie ihre Plastiktüte mit Blut füllt und dann das Blut auf dem Altar verteilt. Wie von Zauberhand öffnet sich dadurch ein Krater im Boden und Heather kann in die Tiefen unter dem Krankenhaus absteigen. Heather? Yeah? Leonard, where are you? Thank you. Now I can finally leave here. Now Claudia's ridiculous dream is over. Well, I guess it's time to dispose of her. The salvation of all mankind. Ha! Why must we reward even the unbelievers? What are you talking about? About our plans, of course. It's true that God is merciful, but first, one must be chosen. Only we, who hearken to the voice of God, will be given the keys to paradise. Don't you think so, Heather? Yeah, sure. Go ahead and think whatever you want. What do you mean by that? I mean that I don't think the way you guys do. I don't want any part of that kind of paradise. You're an unbeliever. You deceived me. I didn't deceive you. We were both just wrong about each other. I thought you were a normal person. So you tried to trick me so you can run off with my seal, eh? Heretic! You plan to destroy God! I told you I wasn't trying to trick anyone. What is this seal thing anyway? Don't play innocent. You can't fool me anymore. The seal is mine! I was appointed by God to be its guardian! The only thing you'll get from me is a gruesome death. Leonard, is that you? Death to all who turn their backs on God! Is every person here a mental case? Well, I guess you're not a person anyway. Ach, Heather,
Ihr jugendlicher Leichtsinn macht sie richtig sympathisch. Um ihr herum passiert nur grausamer Shit und sie hat immer noch einen dummen Spruch parat. Leonard will Claudia also aufhalten, nicht weil er ihre Methoden nicht gut heißt. Nein, für ihn ist Claudia noch zu lieb, da sie die gesamte Menschheit ins Paradies führen will. Leonard will nur, dass die Anhänger des Kultes erlöst werden. Er hat aber immer noch dieses Siegel, das Heather vielleicht gebrauchen könnte. Der Kampf gegen Leonard ist wirklich beknackt. Der Bossraum ist richtig gut gemacht. Das versiffte Wasser und die Zahnräder am Ende des Ganges machen den Raum einzigartig. Leonard ist nur einfach wirklich läppsch. Er ist sehr lahm, also es ist ein einfaches für Heather, ihn auf Distanz zu halten. Das kann Leonard sogar eigentlich kontern, indem er tauchen geht. Problem hierbei ist nur, dass während des Tauchens Heather so gut wie nie erwischt wird und er meistens weit weg von Heather entfernt auftaucht. Und wie gesagt, auf Distanz hat Heather einen massiven Vorteil. Leonard bekommt dadurch relativ schnell den trostlosen Tod, den er auch verdient. Leonard's not here anymore. I guess I should head back to the motel now. I hope Douglas is okay. Huh? What's this? Heather besitzt nun also dieses Siegel. Kommt euch das Zeichen nicht auch irgendwie bekannt vor? Dieses Siegel stellt das Zeichen des Samael oder Seal of Metatron aus Silent Hill 1 dar. Welche Bedeutung dieses Siegel in Silent Hill 1 und 2 hatte, erklärt euch Silent Honesty. Das Siegel von Metatron hat seinen Namen von dem Engel Metatron, welcher ein Engel des Ordens ist und der Schwierigkeit, es kontrollieren zu können. Im ersten Silent Hill taucht das Siegel von Metatron auf, als Alessa Gillespie versucht, zahlreiche Siegel von Metatron in der Stadt Silent Hill zu errichten, um damit die Geburt der Gottheit, welche sie in sich trägt, um jeden Preis zu verhindern. Alessa lebt bereits seit über 7 langen Jahren in einem höllenähnlichen Albtraum, da sie zum einen durch einen Zauber ihrer Mutter Dahlia Gillespie und zum anderen durch die Gottheit in ihr nicht die Möglichkeit hat, so einfach Suizid zu begehen, um diese Qualen zu beenden. Damit das alles endlich ein Ende hat und damit diese Gottheit nicht auf die Welt losgelassen wird, will Alessa ihren Plan vervollständigen. Wenn sie es schaffen würde, alle Siegel von Metatron zu platzieren, wobei alle verbunden ein einziges großes Siegel von Metatron erschaffen würden, könnte sie ganz Silent Hill in Chaos versinken lassen und damit sich selbst und vor allem die Gottheit auslöschen. Auf der anderen Seite versucht ihre Mutter Dahlia jedoch das Ganze zu verhindern, indem sie Harry Mason, welcher sich ebenso in der Stadt befindet, so beeinflusst, dass er ihr hilft. Unter anderem nennt sie das Siegel bis kurz vor Ende des Spiels nicht das Siegel von Metatron, sondern das Siegel von Samael. Tatsächlich kann Alessa auch erst ihren Plan ausführen, als sie sich mit ihrer zweiten Hälfte Cheryl, Harrys Adoptivtochter, wieder vereint, da sie dadurch ihre vollständige Kraft wiedererlangt. Das löst jedoch einen Wettlauf aus, denn dadurch, dass beide wieder vereint wurden, wurde der Reifeprozess der Gottheit fortgesetzt. Alessa hat also wenig Zeit, um sich selbst, die Gottheit und auch ganz Silent Hill auszulöschen, bevor die Gottheit geboren wird. Ob das tatsächlich aber auch etwas gebracht hätte, ist nicht ganz belegt, da das Siegel vom Orden lediglich als Talisman betrachtet wird, ohne wirklichen Nutzen. Allerdings ist es in Alessas Fall eher sowas wie ein Vernichtungszauber, welcher tatsächlich funktioniert hätte. In Silent Hill 2 taucht ein sehr ähnliches Symbol an der Wand in der Gefängniszelle im Toluca Prison auf, wo James Sunderland die Wachsfigur findet. Dort ist auch unter anderem ein Symbol, was dem Halo of the Sun sehr ähnlich sieht. Jedoch taucht das Siegel von Metatron noch einmal im Lakeview Hotel im Bosskampf gegen die beiden Pyramid Heads auf. Dort ist es auf einem Teppich abgebildet und Masahiro Ito, der Designer des Siegels,
bereut es laut eigener Aussage, dass er es dort eingefügt hat und vergessen hat, es wieder zu entfernen. Wenn das Ganze jedoch symbolisch betrachtet wird, steht es dafür, dass Pyramid Head als Diener von Valtil bekannt sein soll. Valtil hat selbst ein Tattoo vom Siegel auf seinen Schultern und es wird spekuliert, dass er selbst Metatron sei. Die Siegel auf dem Teppich könnten somit ein Symbol der Verbindung zwischen Valtil und Pyramid Head sein. Sobald Heather das Krankenhaus verlässt, hören und sehen wir ein Gespräch zwischen Claudia und Vincent. Why did you send her to my father? Was that wrong? It's your fault that he... But surely it's a good thing. It means he was one of God's beloved, no? Those who mock God will never receive salvation. You'll go to hell, Vincent. You'll never feel the joy of God's everlasting paradise. And you think God is going to save you? Ha! What do you know anyway? I know about the pleasures of this world. And I want to find my happiness while I'm still here. You hated your father, didn't you? I saw. Vincent behauptet, Douglas wäre zur Kirche aufgebrochen. Claudia wäre auch dort. Wenn wir mal genau überlegen. Vincent scheint der Strippenzieher hier zu sein. Er hat Douglas gesagt, dass sie Leonard finden müssen. Jetzt schickt Vincent Heather zum Vergnügungspark. Irgendetwas hat Vincent vor. Auch wenn er ziemlich zwielichtig ist, glaube ich ihm schon, dass er Heather helfen möchte. Selbst wenn er dies nur aus eigenen Zwecken macht, er scheint einen Plan zu haben. Und Heather befolgt ihn, ob sie will oder nicht. Auf geht's zum Vergnügungspark. Oh, hell. Well. Der Ort kommt mir aber bekannt vor. Der Eingang des Parks ist 1:1 wie im Albtraum vom Anfang. Im Souvenirladen findet Heather diesmal allerdings einen Schlüssel. Diesen Schlüssel kann sie nutzen, um die Bahn, die sie im Albtraum hops nahm, zu deaktivieren. Ganz ohne Probleme kann Heather die Gleise aber trotzdem nicht passieren. I hired you to find the girl, and you performed serviceably. What is it now? You lied to me about Heather, lady. I don't like being used. Lie? What lie? That Heather was kidnapped from you. But it's true. She was originally one of us. That man, Harry Mason, stole her away and kept her hidden from us. Yeah, but she says she was happy. She was brainwashed by him, deceived, because her true self had not yet awoken. She carries God within her. But when a lesser, Mother of God, truly awakens... Yeah? What's gonna happen? She will usher in the eternal paradise. What kind of place is that? A place with no pain, no hunger, no sickness, no old age. There will be no greed or war, and all will live by God's grace alone. No this, no that.
No, nothing. A paradise? For castrated sheep, maybe. Sounds pretty boring. I pity you. You still don't understand. You're going to kill me? Is it really so easy for you? I've done it before. Then I truly do pity you. Wie ein Mensch dir gegenüber handelt, während du dich nicht mit ihm in einem Raum befindest, offenbart die wahre Intention des Menschen. Douglas setzt sich für Heather gegenüber Claudia ein. Er scheint es wirklich zu bereuen, Heather für den Kult gefunden zu haben. Claudia erläutert, wie sie sich das Paradies vorstellt. Kein Kummer, keine Sorge, keine Freude, ein ewiges Leben in Gnade Gottes. Der in die Jahre gekommene Detektiv verspottet Claudias Vision des Paradies und will sich ihrer entledigen. Was dann passiert, wissen wir nicht, denn Heather kommt wieder zu sich. Sie rettete sich vor der Achterbahn. Wenn man das Easter Egg in der U-Bahn mitzählt, wurde Heather jetzt schon 3-mal knapp von einer Bahn umgenietet. Ich hoffe, wir finden noch heraus, dass Alessa panische Angst vor Züge hätte, ansonsten wären mir das zu viele beinahe Zugunfälle. Heather muss jetzt natürlich durch das Spukhaus des Vergnügungsparks. Dort begrüßt uns wohl der monotonste Sprecher aller Zeiten. So glad you came. Please come inside and look around. Das Gruseligste überhaupt. Unterbezahlte Synchronsprecher. Spaß beiseite. Irgendwie gefällt mir seine trockene, humorlose Art. Passt zum ganzen faken Vibe des Gruselhauses. Der Mann erzählt uns monoton eine Horrorgeschichte, bevor er dann versucht, Heather mit einer Falle zu ermorden. Auf leicht und normal erwischen Heather die Stacheln nicht. Auf schwer muss man mit Heather tatsächlich im Zielenmodus durch den Gang gehen. Danach kommt eine übel nervige und frustrierende Sequenz. Heather wird durch einen roten Schimmer durch die Gänge gejagt. Je nach Schwierigkeitsgrad ist er auch schneller. Ich erwähnte bereits, dass Heather jetzt viel mehr Interaktionsmöglichkeiten mit ihrer Umgebung hat. Heißt aber auch, dass sie einfach gnadenlos in Wände reinlaufen kann. Vor allem auf Hard hat Heather sehr oft die Wand geküsst und ist dadurch gestorben. Jedes Mal muss man dann das ganze Horrorhaus nochmal machen. So gut wie alle meine Tode auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad habe ich hier in dem Haus kassiert, in dem gar keine Monster sind. Sobald Heather das Haus verlässt, befindet sie sich in einem noch unbekannten Abschnitt des Amusement Parks. Closer und Hunde warten hier auch schon auf sie. Bei einer Kinderbühne findet sie eine Kette und einen Schuh. Der ganze Park befindet sich übrigens auch schon in dem verrosteten Look von der Heather Otherworld. Mit der Kette kann Heather ein Tor öffnen. Dafür muss sie nur die Kette an einem Karussell befestigen. Douglas, You're late. are you hurt? I can't move my right leg. I think it's broken. I'll call an ambulance. What? I don't think one will come. Don't worry. I'm used to it. You old fool! Getting yourself hurt like that? Sorry. Why did you have to do that for me? What'll I do if you die? What'll we do if this god thing gets born?
Come on. How powerful could a god from a dump like this be? I'm sure it'll be no big deal. Yeah, but anyway, something's gonna happen. Who knows? Maybe we'd all be better off if it did. But if this is how a God of Mercy acts, I don't want to see any more of him. That's a pretty good reason to risk my life, don't you think? Plus, I'm just an old fool, right? You think you're Superman or something? You know, I always wanted to be him. Besides, Yeah. I want to help you out. You don't have to feel responsible. I know it's not your fault. You remind me of my son. You said nobody was going to cry for you. Dead people don't cry. Stupid kid got himself shot robbing a bank. But why? Maybe because his pop was a penniless good-for-nothing. Who knows? Anyway, now I guess I'll never find out. Sorry. I shouldn't have said you reminded me of a guy like you. Well, maybe if you had compared me to your daughter. Listen, I'll take care of the rest. You stay here and I'll be back when it's over. You'll be okay by yourself. Hey, no problem. Besides, my dad's not around anymore, so only I can do this. What are you doing? Maybe killing you here is the only way to end this nightmare. Yeah, you might be right. Douglas hat den Kampf gegen Claudia anscheinend verloren. Heather macht sich um ihn Sorgen. Er hat aber nur eine Sache im Kopf. Wie können sie diesen Gott aufhalten? Douglas öffnet sich auch etwas gegenüber Heather. Sie erinnert ihn an seinen verstorbenen Sohn. Er gibt sich die Schuld für den Tod seines Sohnes. Heather verlor ihren Vater, Douglas sein Kind. Beide kommen sich dadurch etwas näher, obwohl Douglas zum Ende hin mit dem Gedanken spielt, Heather zu opfern, um den Ganzen ein Ende zu bereiten. Heather nimmt ihm das noch nicht mal krumm. Nach der Cutscene kann sie auch nochmal Douglas besuchen und schauen, wie es ihm geht. Heather ist jetzt auf sich allein gestellt. Ihr nächster Halt ist eine Wahrsagerbude. Auf dem Stuhl liegt hier das Notizbuch von Douglas. In dem Notizbuch steht nochmal klar drin, dass Claudia Douglas beauftragte, Alessa Gillespie mit dem Alias Heather zu finden. Mit 7 starb sie laut einem Zeitungsartikel und war seitdem verschwunden. Neben dem Notizbuch findet sie noch eine Puppenmaske. Am Eingang der nächsten Attraktion muss Heather Aschenputtel und Schneewittchen jeweils mit dem Schuh und der Puppenmaske ausstatten, um weiterzukommen. Durchqueren wir diese kleine Kindergeisterbahn erfolgreich, finden wir auf der anderen Seite einen bekannten Ort vor. Jetzt befindet sich Heather nämlich in den Abschnitt des Vergnügungsparks, in dem sich Harry auch befand. In Silent Hill 1 benutzte Harry immer Notizblöcke, um zu speichern. Hier finden wir einen dieser Blöcke. Er glaubte Dahlia nicht, dass Alessa eine Dämonin sei. Harry sah in Alessa bereits einen Teil seiner Tochter, obwohl er dies zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht hätte wissen können. Wie bei Harry auch ist Heathers nächster Halt das Pferdekarussell.
Die Pferde des Karussells verbinden das Design von Silent Hill 1 und 3. Zu einem Teil sehen sie organisch aus, wie gequälte Tiere, die mit Gewalt entstellt wurden. Andererseits haben sie aber auch diese verrostete Stange im Kopf, die aussieht wie ein Parasit, der sie steuert. Die Pferde speien giftiges Gas und geben Geräusche von sich, wenn Heather sich schlägt. Heather muss jetzt tatsächlich alle Pferde auf dem Karussell so lange schlagen, bis sie stehen bleiben. Der wohl beste Bosskampf im ganzen Spiel startet nun. Heather muss gegen eine dunkle Version von sich selbst kämpfen. In ihr befinden sich ja nun mal auch 3 Persönlichkeiten. Diese dunkle Version stellt meiner Meinung nach Alessa dar und alle negativen Emotionen, die Heather mit ihr verbindet. Während die beiden kämpfen, steigen sie mit dem Karussell immer weiter in die Tiefen. Die Pferde sehen jetzt auch noch gestörter aus. Der Kampf gegen Alessa ist sehr facettenreich. Sie greift zunächst mit einem Klappmesser an, arbeitet sich dann aber immer weiter hoch. Dieser Bossfight hat nämlich eine Menge Phasen. Schüsse kann Alessa zudem meistens blocken, sodass Heather gezwungen ist, auch Nahkampfwaffen zu benutzen. Sobald sie Schusswaffen ausgerüstet hat, ist es eine gute Taktik, sie zu einem Nahkampfmanöver zu bringen. Dann kann man ihr meistens gut einen Schuss verpassen. Heather schafft es letztendlich, über ihre dunkle Seite zu triumphieren. Nach dem Kampf findet Heather eine Nachricht von Alessa auf dem Boden. Anscheinend wollte Alessa Heather aus ähnlichen Gründen besiegen wie Douglas. Sie ist nicht auf der Seite des Kultes. Sie ist nicht böse. Alessa will dem Ganzen auch einfach nur ein Ende setzen. Sie und Heather sind sich aber bei einer Sache einig. Die Wiedergeburt Gottes muss verhindert werden und beide wollen nicht wieder gefesselt unter Qualen im Krankenhaus enden. Verlässt Heather das Karussell, findet sie sich in einem langen Gang wieder. Die Wände des Ganges sind mit Blut beschrieben. Eine gläubige Person, vermutlich Claudia, schreibt hier nieder, wie sehr sie sich nach Gott sehnt und alles für diesen Gott opfern würde. Am Ende des Weges wartet die Kapelle auf Heather. How did you get here? It was Vincent, wasn't it? He led you here. When will he cease his meddling? But it's just as well. Luring you here also serves my purposes. Checkmate. Not yet. The time is not yet at hand. The time when all will be forgiven their sins. When the paradise we have long dreamed for will arrive. After the judgment and atonement, an eternity of bliss. Oh, Alessa, the world you wanted is nearly here. That's not what I want. Not you. Alessa, your true self. But I am Alessa. My little Claudia, my dear sweet sister. Alessa, is it you? Oh, how I've missed you. I don't need another world.
It's fine the way it is. But you said it yourself. The world must first be cleansed with fire. But that's not what I want now. Alessa, don't you want happiness? Have you become blind to all the hopeless suffering in the world? We all need God's salvation. Listen, suffering is a fact of life. Either you learn how to deal with that or you go under. You can stay in your own little dream world, but you can't keep hurting other people. Besides, I'll never forgive you for hurting my father. I wish only for the salvation of mankind. But for that to happen, the world must first be remade. And for that, we need God. You self-righteous witch! No one asked you to help! God is growing within you. You despise me, don't you? You're damned right I do! That's good. Heather begegnet Claudia in der Kapelle. Claudia hält immer noch an ihren Idealen fest. Sie möchte die Welt mit Feuer reinigen und das Paradies erschaffen. Sie ist in dem Sinne gar kein richtiger Bösewicht. Claudia will niemandem wehtun, sie geht aber für ihre Ziele buchstäblich über Leichen. Heather wütend zu machen, gehört in irgendeiner Weise zu ihrem Plan und es scheint zu funktionieren. Es ist schon so weit, dass Alessa jetzt mitreden kann und Claudia sagt, dass sie ihre Pläne aufgeben soll. Ob das wirklich Alessa oder Heather ist, die nur so tut, wird in der Community heiß diskutiert. Ich vermute aber, dass es Alessa ist, weil sie Claudia als Schwesterchen anspricht. Die Reaktion von Claudia zeigt mir, dass dies etwas ist, was Alessa zu ihr sagen würde. Da Alessa und Claudia aber keine Geschwister sind, wäre es merkwürdig, wenn Heather auf diesen Spitznamen gekommen wäre. Die Diskussion ist aber sowieso hinfällig, da Heather und Alessa immer mehr zu einer Person verschmelzen. Irgendetwas reift in Heather auch an, weswegen sie einen Krampf bekam und Claudia fliehen konnte. Dass Heather immer mehr auch zu Alessa wird, zeigt sich, wenn sie die Bleiglasfenster in der Kapelle betrachtet. Sie spielte als Kind immer hier und betete zu Gott. Keines ihrer Gebete wurde aber jemals erhört. In der Kapelle findet Heather eine Tarotkarte namens Auge der Nacht. Zudem dann noch eine Menge Backstory. Hier hängen nämlich Bilder, welche die Entstehungsgeschichte der Menschen laut des Kultes beschreiben. Laut dieser Geschichte waren die ersten Menschen voller Hass und kämpften die ganze Zeit. Dann erschuf ein Mensch Gott, indem er der Sonne eine Schlange und Schilfrohr brachte und um Heil und Glück bittete. Gott erschuf dann die Zeit, Tag und Nacht und befreite die Menschen von ihrem ewigen, hasserfüllten Leben. Es lässt sich anmerken, dass Gott auf dem Bild weiblich dargestellt wird. Ich glaube, die roten Stoffe sollen auch Feuer darstellen, ähnelt also sehr dem Feuerritual, an dem Alessa teilnahm. Da Gott anscheinend Hilfe beim Gottsein brauchte, erschuf sie den roten Gott Xuchilbara und den gelben Gott Lobselvit und noch ein paar andere Götter und Engel. Aufgrund diesen Pyramidenkopfes links im Bild vermuten viele, dass der rote Gott Xuchilbara Pyramid Head darstellen soll. Ich persönlich glaube nicht, dass dem so ist, die Vermutung liegt aber nahe. Irgendwann starb Gott dann, sie versprach allerdings zurückzukehren. Seitdem Gott gestorben ist, warten die Menschen des Kultes auf ihre Rückkehr. Durch Gebete wollen sie ihr gedenken. Ich weiß, dass meine kommenden Aussagen vielleicht den ein oder anderen religiösen Menschen stören könnte. Deswegen möchte ich kurz Folgendes sagen. Ich respektiere jede Religion und finde, dass die Religionsfreiheit ein Grundrecht jeden Menschen sein sollte. So, was ich zu der Religion hier sagen wollte. Meines Erachtens, und ihr könnt mir gerne widersprechen, gibt es keinen Beweis dafür, dass irgendein Gott existiert.
In Silent Hill gibt es eine Menge Beweise dafür, dass der Gott oder sogar die Götter des Kultes wirklich existieren. Sie können die Welt tatsächlich verändern und ihre Macht ist spürbar, anfassbar, real. Ich kann Claudia verstehen. Claudia ist eine religiöse Fanatikerin, aber ihre Gottheiten sind ja nun mal auch echt. Ihr Glauben ist kein wirklicher Glauben. Sie weiß, dass es diese paranormalen Kräfte gibt und möchte diese für etwas Gutes nutzen. Klar, die Macht dieser Gottheiten manifestiert sich immer durch hässliche Orte, grässliche Gestalten und menschenleere Städte. Wer sagt denn nicht, dass dies nur anfängliche Probleme der Wiedererweckung Gottes sind? Okay, dass ich jetzt schon anfange mit dem Orden zu sympathisieren, zeigt, dass ich viel zu viel Silent Hill 3 gezockt habe. Lasst uns die Sache jetzt beenden. Verlässt Heather die Kapelle, findet sie die Karte des Gebietes. Naja, zumindest eine Art von Karte. Wie auch im Nirgendwo von Silent Hill 2 muss sich Heather eine eigene Karte zeichnen. Die Kleinkind-Ästhetik ist noch ein creepy Faktor obendrauf. Hinter der Karte befindet sich ein Beichtstuhl. Eine Frau beichtet ihre Sünden gegenüber Gott. Sie möchte Gottes Gnade für ihre arme, ermordete Tochter. Darüber hinaus möchte sie, dass man ihr vergibt, denn sie tötete auch ein Mädchen. Ich vermute, dass sich Dahlia Gillespie auf der anderen Seite befindet. Es würde perfekt passen. Alessa starb nämlich und Dahlia ist für den Tod von Cheryl verantwortlich. Darüber hinaus fragt sie Heather nach Vergebung, die ja die Reinkarnation von den beiden ist. Heather kann sich entscheiden, ob sie ihr vergibt oder nicht. Die Entscheidung ist noch wichtig für eines der Enden. Das Nirgendwo ist gespickt mit den altbekannten grässlichen Monstern, von denen manche, wie dieser Closer, verstärkt wurden. Generell ist alles im verrosteten und blutigen Otherworld-Look. Die besuchbaren Räume stellen alle Fragmente aus Heathers, Alessas oder Cheryls Vergangenheit dar. Das erste, was Heather hier entdeckt, ist eine Art Altarraum, in dem das Halo of the Sun in Übergröße in den Boden gezeichnet wurde. Vielleicht ist dies der Raum, in dem das Feuerritual von Alessa durchgeführt wurde. Die Heiligen des Ordens sind hier auf Gemälden verewigt worden. Das Gemälde in der Mitte ist das interessanteste. Sankt Alessa, Mutter Gottes, Gottes Tochter. Heather kommentiert die innere Krise, die sie beim Anblick des Bildes verspürt. Sie steht dort als Alessa, hält sich aber auch gleichzeitig als Baby in der Hand. Das ist Next Level Sweet Home Saarland. In einer kleinen Stube findet Heather eine Kassette und eine Beschreibung des Halo of the Sun. Silent Honesty hat uns etwas dafür vorbereitet. Das Halo of the Sun ist ein prominentes wiederkehrendes Symbol in der Silent Hill-Reihe und dient als charakteristisches Emblem des rätselhaften Ordens und hat gerade in Silent Hill 3 eine ganz besondere Bedeutung, wo es auch von der Zeit der Veröffentlichung her zum allerersten Mal auftaucht. Es taucht als Speichersymbol überall im Spiel auf, auch an Orten, wo es eigentlich sehr verblüffend ist, wie zum Beispiel in Heathers eigenem Hausflur oder an Orten, wo es genau hinpasst, wie zum Beispiel die Kapelle des Ordens. Abgesehen von seiner Bedeutung für den Orden steht es auch symbolisch für Wiedergeburt und dessen Kreislauf, einem wichtigen Thema zwischen Silent Hill und Silent Hill 3. Für Heather und ihr früheres Leben Alessa ist es eine besondere Verbindung, da auch angedeutet wird, dass Heather in Silent Hill 3 Stück für Stück durch eben dieses Symbol ihre Erinnerungen an sich selbst als Alessa zurückbekommt. Sie sagt dabei oft, dass ihr der Kopf wehtut, wenn sie es sich nur anschaut. Das Verstörende an dem Halo of the Sun ist jedoch, dass es für uns Spieler zwar als Speicherpunkt und nach Heathers Tod als Neuanfang gilt, aber für Heather eine schmerzhafte Angelegenheit ist, wenn sie in Silent Hill 3 getötet wurde. Denn sie wird von Valtil an dem letzten Symbol wiedergeboren, damit sie die Gottheit, welche sich in ihr befindet, gesund auf die Welt bringen kann. Als sie die Bedeutung des Halo of the Suns versteht, gibt sie dem Spieler zu erkennen, dass es ihr den Magen umdreht, wenn sie nur daran denkt, was bedeutet, dass sie genau nachvollziehen kann, wie sich ihr letzter Tod angefühlt hat, was für sie eine Qual ist, während wir Spieler glauben, einfach ganz normal neu zu starten. Wenn die Symbole des Halo of the Suns übersetzt werden, geben sie Einblick in die, nenne ich sie mal, Geschichte der Geburt der Gottheit, deren Taten und das Ziel des Ordens, dass die Gottheit wiedergeboren wird, was in Silent Hill 3 ebenso ein großes Thema ist.
Viele Symbole innerhalb des Halo of the Suns sind von Buchstaben des einheimischen amerikanischen Alphabets beeinflusst und spiegeln dadurch vermutlich die historische Unterdrückung der Ureinwohner durch europäische Siedler in Silent Hill wider. Einige Teile des Alphabets der Ureinwohner scheinen dabei von den Siedlern übernommen worden zu sein. Normalerweise in Rot gezeichnet, erscheint das Halo of the Sun gelegentlich auch in Schwarz, wobei Blau und Gelb die Bedeutung allerdings ins Gegenteil umkehren und zu einem Fluch gegen Gott werden lassen, was vom Orden logischerweise strikt verboten wurde. Vielen Dank an Silent Honesty für das Mitwirken bei dem Video. Checkt bitte auf jeden Fall seinen Kanal ab. Hinter einem Bild eines Engels verbirgt sich ein Gang, der tiefer in das Nirgendwo führt. Hier greift uns ein quasi neues Monster mit dem Namen Scraper an. Ich sag quasi neu, weil es einfach eine kleinere, schwächere Version vom Missionar ist. Es wird im Silent Hill Wiki zwar als separates Monster geführt, aber come on. Wenn es aussieht wie ein Missionar, wenn es riecht wie ein Missionar und aufs Maul bekommt wie ein Missionar und so weiter, ihr wisst, was ich meine. Heather findet danach eine kleine Bibliothek, in der sie mehr über Tarot erfährt. Tarot basiert laut dem Buch auf hebräischen Konsonanten. Den einzelnen Tarotkarten werden Eigenschaften zugeordnet. Laut dem Buch gibt es unbekannte, mit der Zeit verlorene Karten, die mal zu einem sogenannten Gardner-Deck gehörten. Diese Karte sollte Gott darstellen. Dieses Gardner-Deck gibt es wirklich und ist relativ alt. Die verloren geglaubten Karten wurden natürlich für das Spiel hinzugedichtet. Die Karte, die Heather bereits eingesammelt hat, namens Auge der Nacht, könnte diese verlorene Karte sein, da es sie in echt nicht gibt. Sobald Heather die Mond-Tarot-Karte auf dem Tisch aufsammelt, betritt jemand den Raum. Hiya, Heather. You show up everywhere, don't you? You make me sound like some kind of unwanted pest. Well, who are you anyway? Haven't you realized that yet? Yeah, you're on Claudia's side. I told you not to put me in the same category as that mad woman. Well, you're pretty loony yourself. It's true. We believe in the same God. But I'm quite sane. So why did you help me out then? Was that also part of trying to resurrect God? It's not uncommon for people to worship the same God and still disagree. God? Are you sure you don't mean devil? Whichever you like. The point is that now I really am on your side. I don't want God to be born. Wouldn't be convenient. Much too unpredictable. So you've been using me to stop Claudia, is that it? Do your own dirty work. My dirty work? I think we both had our own interests in mind. You hate her too, don't you? You're the only one who can get it done. I don't have powers like you two. Besides, I always hated getting all hot, sweaty. Oh, really? I'm just looking out for myself. Everyone does it. Don't stand there looking so smug. You're the worst person in this room. You come here and enjoy spilling their blood. And listening to them cry out. You feel excited when you step on them and snuff out their lives. Are you talking about the monsters? Monsters? They look like monsters to you?
It's just a joke. By the way, I forgot to ask you. Did you get the Seal of Metatron? What's that? You don't have it? Leonard was carrying it! You mean this thing? Yes, that's it. As long as we have that, we're fine. Here, take this. Vincent stellt noch einmal klar, dass er Heather zwar benutzte, seine Ziele allerdings mit Heathers Zielen übereinstimmen. Beide möchten Claudia aufhalten. Vincent möchte sie aufhalten, weil die Geburt des Gottes viel zu unberechenbar für ihn ist. Die Szene, in der Vincent Heather suggeriert, dass sie in Wirklichkeit die ganze Zeit Menschen anstatt Monster tötet, ist wirklich angsteinflößend. Das ist auch das erste Mal, dass Heather vor Furcht zurückweicht. Ob Vincent Heather wirklich nur hops nehmen wollte, bleibt einfach im Raum stehen. Ich vermute, er hat Blödsinn erzählt. Auch wenn der Gedanke furchterregend wäre, würde dieser Twist nicht zur bereits etablierten Silent Hill Geschichte passen. Das Seal of Metatron ist laut Vincent essentiell, um Claudia zu besiegen. Er gibt ihr zudem ein Buch namens Otherworld Gesetze. Das Seal of Metatron wird in diesem Buch als überaus mächtiges Objekt bezeichnet. Die Macht, die dem Siegel innewohnt, ist allerdings neutral. Ob es für Gutes oder Böses genutzt wird, liegt beim Anwender. Metatron, auch Metraton genannt, ist ein Engel und Vertreter Gottes. In der jüdischen und islamischen Mythologie kommt dieser Engel wirklich vor. Ein weiteres Buch in der Bücherei erklärt die Geschichte des Ordens. Die sehr örtlich geprägte Religion des Kultes wurde durch Einwanderer beeinflusst. Aus den heidnischen Gottheiten wurden christliche Engel, wobei die Charakteristika vermischt wurden. Die Gegner des Kultes bezeichneten die Gottheit als Dämon, wahrscheinlich um den heidnischen Glauben die Legitimation zu nehmen. Es ist viel einfacher, eine Religion zu verteufeln, wenn man behauptet, dass die Gegenseite Dämonen huldigt. Viel mehr gibt es auf dieser Etage nicht zu sehen. Auch im Nirgendwo gibt es einen Gitterkäfig, der als Aufzug dient. In einem Leichenschauhaus auf der unteren Etage findet Heather die Tarotkarte des Gehängten. Der nächste Raum stellt Harry Masons Zimmer dar, wobei das Zimmer um einiges blutiger und dreckiger ist als damals in Heathers Apartment. Auf dem Weg findet Heather das Tagebuch von Harry, wobei sie sich selbst fragt, wie das hier hinkommen konnte. In dem Tagebuch beschreibt Harry seinen inneren Kampf in Bezug auf seine Tochter. Er weiß, dass Cheryl und Alessa eins geworden sind, bereut aber auch, Heather einen neuen Namen gegeben zu haben. Auch wenn er mit sich zu kämpfen hatte, liebte er seine Tochter doch über alles. Danke, Papa, denkt sich Heather, sobald sie das Tagebuch gelesen hat. Der nächste Raum ist einfach das Zimmer von Alessa, wie wir es auch schon aus Silent Hill 1 kennen. Ähnlich wie damals mit den Symbolen von Gottheiten muss Heather an der Tür Tarotkarten anbringen. Alessas Skizzenbuch verrät uns, wie die Tarotkarten anzuordnen sind. Noch hat Heather aber nicht alle gefunden. Harry war vor 17 Jahren auch in diesem Raum. Wir finden hier wieder eine seiner Aufzeichnungen. Diese Aufzeichnung enthält einen ziemlich groben Übersetzungsfehler. Einer, der mich etwas Recherche gekostet hat. Hier steht nämlich, dass Harry Claudia retten wollte. Ich zitiere: Ich bin kein Gott, aber ich werde Claudia retten. Keine Ahnung, was die deutschen Übersetzer an dem Tag geraucht haben. Da steht aber eigentlich: God, I am not, but I fully intend to save her. No, them. Mit her ist Cheryl gemeint, nicht Claudia. Bei den aufgehangenen Schmetterlingen findet Heather einen Messingschlüssel. Daneben hängt ein aufgekritzeltes Speichersymbol. Alessa schrieb außerdem etwas von einer zweiten Kapelle. Vielleicht meint sie die Kapelle, in der Harry damals Dahlia traf. Da es hier erstmal nicht weitergeht, muss Heather das Gebiet weiter erkunden. In einem der Gängen hört man das Wimmern eines Kindes und sieht Fußspuren. Diese Fußspuren führen zu einer Wand, die Heather öffnen kann.
Auf der anderen Seite findet Heather eine Szene aus dem Spiele-Intro. Ein Waltier werkelt an einem Ventil herum, während 2 Paar Mädchenbeine von der Decke hängen. Diese Szene ist wirklich grausig. Schön, dass sie es auch ins Spiel geschafft hat. Der geheime Gang führt zu Alessas Krankenzimmer. Ein Ort, den Alessa mit großen Schmerzen verbindet. Schließlich wurde sie hier 7 lange Jahre von ihrer Mutter gequält. Auf dem Stuhl liegt die Karte des Narren und ein Buch über Aglaophotis. Heather ist im Zwiespalt, ob sie es überhaupt lesen soll. Eine innere Unruhe will sie davon abhalten. Sie liest es aber trotzdem. Aglaophotis ist eine rote Flüssigkeit, die mittels eines Krautes hergestellt wird, das in der arabischen Wüste wächst. Es ist sehr selten und kann gegen Dämonen und böse Geister benutzt werden. Mit dem Schlüssel aus Alessas Zimmer muss Heather ganz an den Anfang zurückkehren. Dort, wo der Beichtstuhl ist, gibt es nämlich noch eine Türe, die sie nun öffnen kann. Ein neuer Gang wird hinter der Tür freigeschalten. Der erste Raum stellt ein Klassenzimmer dar. Fast genau der gleiche Raum wie in dem Nirgendwo von Silent Hill 1. In diesem Klassenzimmer wurde Alessa damals von ihren Mitschülern gemobbt. Ihr Tisch ist vollgekritzelt mit Ausdrücken wie krepier doch oder Dieb. Das Notizbuch der Klassenlehrerin spricht Bände. Alessa wurde von ihren Mitschülern und Mitschülerinnen als Hexe betitelt. Die Lehrerin vermutet auch, dass Alessa von ihrer Mutter missbraucht wurde. Wie leider so oft entschied sich die Lehrerin aber dazu, nicht direkt einzugreifen. Der Name der Lehrerin tauchte auch schon in Silent Hill 1 auf. Damals fand Harry den Schlüssel der Lehrerin in dieser Schule. Er durchquerte auch ihr Haus, um zur Balkankirche zu kommen. An der Tafel hängt ein Bild eines Hundes, darunter steht aber Wolf. Ich vermute, Wolf ist der Name der Künstlerin, also glaube ich, dass dies ein Bild von der kleinen Claudia ist. Ich weiß, das würde zeitlich nicht mit den Altern von Alessa und Claudia zusammenpassen, aber hey, vielleicht fanden die das Bild so cool, dass es da auch mehrere Jahre hing. Im Klassenraum kann Heather nicht mehr viel finden, aber im nächsten Zimmer erfährt sie neue Informationen über Vincent. Er war anscheinend ein Priester des Ordens, der den Glauben der Anhänger nutzte, um sich selbst zu bereichern. Meine anfängliche Vermutung war also falsch. Vincent ist kein Arzt oder Psychologe, sondern ein charismatischer Pater des Ordens. Erinnert mich auch ein wenig an diese amerikanischen Televangelisten. Die sehen aus wie der Teufel persönlich, bereichern sich an den Glauben der Menschen und predigen dann aber von Tugend und Moral. In dem Raum steht auch ein Kassettenspieler, mit dem Heather die gefundene Kassette abspielen kann. Es wird ein Gespräch zwischen Vincent und einer Anhängerin des Ordens abgespielt. Er fragt sie bezüglich den Geschehnissen vor 17 Jahren aus. Alles Zeug, was wir schon wissen. Anscheinend hat dieses Gespräch kurz vor den Ereignissen von Silent Hill 3 stattgefunden, denn die Kultistin erwähnt, dass Heather gefunden wurde. Beide scheinen auch eine gewisse Furcht vor Claudia zu haben. Im letzten Raum auf dem Gang findet Heather die Hohe Priesterin Tarotkarte. Damit ist das Set komplett. Claudias Tagebuch gibt es im gleichen Zimmer zu sehen. In dem Tagebuch beschreibt Claudia, dass sie durch ein Buch erfahren hat, wie sie das Paradies heraufbeschwört. Wie wir auch schon festgestellt haben, gehört auch dazu, Alessa, den Träger Gottes, zu quälen. Im Gegensatz zu Dahlia fühlt sich Claudia nicht gut dabei. Da sie jedoch glaubt, die gesamte Menschheit retten zu müssen, verwendet sie dies zur Rechtfertigung ihrer Taten. Die Geburtstagskarte auf dem Tisch zeigt, dass Claudia immer noch eine Verbindung zu Alessa spürt. Diese Karte schenkte ihr Alessa zu ihrem 6. Geburtstag. In der Karte schrieb auch Alessa, dass sie liebte wie eine Schwester. Das beweist für mich auch nochmal, dass Heather in der Kapelle wirklich kurz von Alessa übernommen wurde. Mit allen Tarotkarten im Besitz muss sich Heather nun auf dem Weg zu Alessas Zimmer machen. Das Spiel wirft einen jetzt nochmal alles entgegen, was es hat. Die Räume auf dem Weg werden immer weiter von der Otherworld zerfressen und haufenweise Gegner stellen sich Heather in den Weg. Das Einzige, was jetzt zwischen Heather und Claudia steht, ist das Tarotkartenrätsel. Das Buch von Cheryl auf Alessas Bett gibt uns Hinweise dafür, wie die Tarotkarten gelegt werden müssen. Auf leicht ist einfach direkt aufgezeichnet, wie die Tarotkarten zu legen sind. Auf Mitte ist das Rätsel schon anspruchsvoller, da die Anordnung in einem Text verschachtelt beschrieben wird.
Bei dem härtesten Schwierigkeitsgrad wird lediglich eine Anordnung von Buchstaben gezeigt, die es zu entschlüsseln gibt. Da ich bei dem Rätsel eher das härteste Rätsel interessant finde, möchte ich das kurz erklären. Die Tarotkarten sind mit römischen Zahlen nummeriert. Das Auge der Dunkelheit hat zum Beispiel die 22. Von dem Buchstabensalat müssen alle Buchstaben herausgekürzt werden, die nicht eine römische Zahl repräsentieren. Jetzt müssen wir lediglich die Tarotkarten mit den korrespondierenden Nummern legen. Dies war somit auch das letzte Rätsel in dem Spiel. Eigentlich gibt es nur 4 richtige Rätsel in Silent Hill 3. Ein bisschen schade, aber man darf nicht vergessen, alle 4 Rätsel gibt es quasi 3-mal, bis auf das im Krematorium. Wenn ich etwas kritisieren müsste, dann würde ich sagen, dass ich mir ein paar mehr Rätsel gewünscht hätte. Vor allem in den Anfangsgebieten bis zum Krankenhaus gibt es nur ein richtiges Rätsel. 2 bis 3 mehr hätten definitiv nicht geschadet. Öffnet Heather die Tür, muss sie noch durch einen scheußlichen Korridor gehen, bevor sie endlich an ihrem Ziel ankommt. What do I want? Well, for the 2 of you to die, that would be nice. Then I could relax. When did you stop believing in God? God lives. Just look around you. But I do believe in her. In my own way. I fear her, and I adore her, but I haven't lost my mind like you. You think that this is the work of God? Isn't this all nothing more than your own personal nightmare? Just like Alessa 17 years ago? If this really is the work of God, then I'd say she has lousy taste. You mock God? Traitor. You will go to hell. Not that again! Who do you think you are, claiming to know God's will? Go home, Vincent. Home? This church is my home. I built it with my power. The power of money that you view with such scorn. Although I admit that this atrocious scenery is all yours. If you continue to get in my way... Did you kill me? Well, the guest of honor has arrived. Let's get this party started. Heather, go ahead and kill this crazy bitch. This demon who claims to speak for God. The time has come. You can kill her now. You'll go to hell! What did you do? Nothing important. You're not going to run? I guess this is the end. No, the beginning. As Vincent said, the time has come. Alessa, I'm saddened that you didn't agree to this on your own. But I thank you for nurturing God with all the hate in your heart. It's time for mankind to be released from the shackles of sin which bind them. But a God born from hatred can never create a perfect paradise. Happy people can be so cruel. Is it so hard to believe that sympathy could be born out of pain and suffering? Why do you reject God's mercy? Why do you cling to this corrupt world? You know that only God can save us. And save you too? Happy ending? I'd rather
I've caused you, I deserve no mercy. Even if it was to save mankind, it was too deep a sin. It was hubris for me to try to hasten the day of her arrival. Sacrifices were made. Those are my sins. If you feel so guilty about it, why don't you go to hell? Heather, use the seal. Vincent? The seal of Metatron? Now your stupid dream is over. Oh, that's just a piece of junk. What do you think you can do with that? Do you really think it can kill God? I'm sorry to see you fell for my father's foolishness. What? You're pathetic. But God loves even you. Now, Alessa, there's nowhere else to run. Just accept it, Alessa. The pain will disappear. I've been waiting so long for this. Even as a child, I knew I would see the coming of this day. I knew I would be a witness to it. Judgment Day. Alessa? Shut your stinking mouth, bitch! Claudia und Vincent halten eine Grundsatzdiskussion über ihre Religion ab. Während Vincent den Geschmack von Gott verpönt, stellt sich Claudia als die einzige noch rechtschaffene Gläubige dar. Beide hängen am Orden, aber aus verschiedenen Gründen. Vincent hat sich mit dem Kult ein gutes Geschäft aufgebaut. Claudia hingegen glaubt wirklich an die Religion des Ordens. Als Heather dann ankommt, fordert Vincent sie auf, Claudia aufzuhalten. Claudia erdolcht Vincent und sie fordert Heather dazu auf, Gott nun zu gebären. Durch den Hass wurde Gott in ihr genährt. Claudia erkennt aber auch an, dass nicht jeder Zweck die Mittel rechtfertigt. Auch wenn ihr Ziel war, Himmel auf Erden zu kreieren. Vincent, der gerade noch so am Leben ist, fordert Heather dazu auf, Claudia mit dem Seal of Metatron aufzuhalten. Das Siegel ist allerdings nutzlos. Vincents kompletter Plan war also für die Katz. Er stirbt in dem Glauben, dass er versagte. Heather bricht vor lauter Schmerzen zusammen, der Gott in ihr macht sich für die Geburt bereit. Sie kann sich aber nochmal fassen und der Spieler übernimmt das Steuer. Meine erste Aktion war natürlich, Claudia umzunieten. Das ging aber in die Hose, denn dann passiert genau das, was Claudia will. Heathers Hass gewinnt und Gott wird geboren. Eigentlich muss Heather Aglaophotis einnehmen. Vielleicht fragst du dich, aus welchen Hintern ich das ziehen werde. Aus Harrys Hintern. Der hat nämlich Heather einen Anhänger mit dem Zeug geschenkt. Diesen Anhänger hatte Heather das ganze Spiel über im Inventar. Erst jetzt kommt dieser aber zum Einsatz. What are
Looks like God didn't make it. Stop! God is... Claudia! Lessa, you cannot kill God. I will burn God. If you can't do it, Lessa, I will. Claudia! Claudia! Claudia macht es sich nun selbst zur Aufgabe, Gott zu gebären. Um sie aufzuhalten, muss Heather ihr hinterher ins Loch springen. Can't be dead. I was gonna kill you. This is God? Gott wurde nun geboren und Heather muss sich ihr stellen. Die Bossmusik ist hier unfassbar gut. Für einen Kampf gegen einen bösen Gott könnte ich mir keine bessere Mucke vorstellen. Gott ist stationär und jagt Heather mit ihren Attacken durch die runde Arena. Mir gefällt wirklich gut, dass Gott hauptsächlich Feuerattacken nutzt. Das passt gut zu der Hintergrundgeschichte von ihr. Kommt man Gott zu nahe, greift sie mit ihren grässlichen Armen Heather an. Das Design von der Göttin ist richtig schön grässlich. Ihr Körper ist nur halb ausgereift, als wenn Heather ihren Geburtsprozess unterbrochen hätte. Ihre Proportionen sind total fehlerhaft. Ihre Arme sind nämlich so lang wie ihr ganzer Körper. Das Gesicht ist schön und trügerig. Wie ein schönes Lächeln, was sich jederzeit in eine grässliche Fratze transformieren kann. In Fernkampf ist Gott echt harter Tobak. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad habe ich einige Versuche gebraucht und fast meine ganze Munition verfeuert. Ich habe aber eigenständig einen Trick bei dem Boss herausgefunden, der diesen sehr einfach macht. Nimmt mir bitte nicht meinen Moment, falls dieser Trick schon seit 20 Jahren bekannt ist. Ich war stolz auf mich, dass ich das selber herausgefunden habe. Und zwar hat Gott an ihrer Schulter einen Blindspot, bei der Heather sie bearbeiten kann, ohne Schaden zu nehmen. Sie wird von Gott lediglich geschoben, wenn sie angreift. Vor allem Emo Heather hat von diesem Trick profitiert. Der Boss ist ansonsten aber richtig schön knackig. Vor allem ist dies auch der erste Endboss in der Hauptserie, der auch mit Nahkampfwaffen niedergestreckt werden kann. Dadurch fällt natürlich leider das Easter Egg weg, bei dem der Endboss einfach stirbt, wenn man keine Munition mehr hat. Solche Tricks braucht Heather aber auch nicht, weil sie den Kampf fair gewinnt.
Is that the end? I guess it's time to roll the credits. Auch wenn Heather ihre Rache bekommen hat, auch wenn sie Gott besiegte, den Verlust ihres Vaters macht das alles immer noch nicht wett. Diese emotionale Komponente ist genau das, was ich an Silent Hill liebe. Not yet. You're still alive. Heather? Just a joke. You've got terrible taste. I'm sorry. Heather, did You don't have to call me that. I'm not hiding anymore. You want me to use your real name? What was it again? Cheryl. The name my father gave me. You gonna let your hair color go back too? I don't know. Don't you think blondes have more fun? Dieser Humor gehört aber genauso zu Silent Hill wie auch die emotionale Seite. Heather nimmt den Namen von Cheryl an. Meiner Meinung nach eine gute Entscheidung. Harry erwähnte ja selbst in seinem Tagebuch, dass der Name Heather ein Fehler war. Mir gefällt, dass Silent Hill 3 ein gutes Ende hat. Das vertreibt die Kummer und Sorgen, die man nach Silent Hill 2 hat, denn in dem Spiel hat jedes Ende einen bitteren Beigeschmack. Falls man aber einen bitteren Beigeschmack möchte, gibt es auch noch das Besessenende, in dem Heather Douglas umbringt. Das altbekannte UFO-Ende gibt es auch wieder. In dem Ende überlebt Harry, wahrscheinlich dank der Aliens. Heather erzählt ihm von den Geschehnissen und zusammen mit den UFOs wird Silent Hill den Erdboden gleichgemacht. Cheryl, Harry und James überleben. Das beste Ende überhaupt. Im Hintergrund habt ihr ein Video von dem Ende gesehen, weil ein Bug mich daran gehindert hat, das Ende zu erspielen. Lass mich erstmal erklären, wie man die Enden freischaltet. Das erste Ende ist immer gleich und ist das einzige Ende, was man im ersten Spieldurchlauf freischalten kann. Das Besessenende wird nur freigeschaltet, wenn man in einem versteckten Punktesystem genügend Punkte erreicht. Man bekommt Punkte, indem man Schaden austeilt und Schaden bekommt. Wenn Heather der Frau in dem Beichtstuhl vergibt, bekommt man dafür auch Punkte. Heather muss also absolut brutal spielen, um dieses Ende zu bekommen. Dieser Spielstil soll quasi darstellen, dass die böse Seite von Alessa den inneren Struggle von Heather gewinnt und sie am Ende von ihr besessen ist. Für das UFO-Ende muss man in allen Spieldurchläufen kombiniert mehr als 333 Monster töten. Damit schaltet man den Heather-Beam frei. Tötet Heather mit dem Beam mehr als 30 Gegner vor dem Apartment, wird das Ende freigeschalten.
In meinen 3 Durchläufen habe ich viel mehr als 333 Gegner getötet. Leider hat mich aber irgendein Bug davon abgehalten, den Beam freizuschalten. Neben den Enden gibt es aber auch ein paar Kostüme und Waffen zum Freischalten. Die Maschinenpistole mit unendlich Munition gibt es, falls man den letzten Schlag beim Endboss mit einer Nahkampfwaffe macht. Das Laserschwert bekommt Heather, wenn sie in einem Durchlauf mehr Monster mit Nahkampfwaffen tötet als mit Schusswaffen. Den Flammenwerfer gibt es, wenn sie mehr Schusswaffen benutzt. Die jeweils andere Waffe schaltet man aber frei, sobald man einen zweiten Durchlauf beendet. Kostüme schaltet man über Passwörter frei, die man entweder am Ende eines Spieldurchlaufes bekommt, durch Rätsel im New Game Plus Modus oder über Codes, die per Spielezeitschriften verteilt wurden. Meine Lieblingskostüme habt ihr schon gesehen, Emo Heather und Pink Princess. Die Transformation, die kommt, sobald Heather das Pink Princess Kostüm anzieht, ist mega cute. Ansonsten gibt es noch ein paar Spezialeinstellungen, die wir freigeschaltet haben. Eine Stamina- und Lebensanzeige lässt sich zum Beispiel aktivieren oder sogar die Spawnrate von Munition verändern. Durch den Konami-Code gibt es im New Game Plus auch Douglas in Unterwäsche. Silent Hill 3 bietet trotz der wenigen Enden durch die Boni mega viel Replay-Value. Auch der Schwierigkeitsgrad trägt dazu bei. Der geht nämlich im Aktionsmodus bis zu Extrem 10 hoch. Eine Frage brennt euch doch bestimmt noch auf dem Herzen. Adam, wie kannst du dich als Familienvater Mitte 20 mit einer heranwachsenden Teenagerin identifizieren? Ich habe vielleicht nicht den genauen Struggle durchgemacht, den viele heranwachsende Frauen durchmachen müssen. Womit ich mich aber gut identifizieren kann, ist Folgendes. Heather wurde seit ihrer Geburt von einer erdrückenden Macht, für die sie nichts konnte, verflucht. Als junger Mensch muss sie sich dem weitestgehend ohne Hilfe stellen. Mein Heranwachsen war ähnlich, nur war der Teufel, der mich heimsuchte, kein paranormales Leben, sondern meine soziale Lage. Ich bin sehr arm aufgewachsen. Die Barriere, die jemanden im Wege stehen, wenn man versucht, aus Hartz IV auszubrechen, sind enorm. Man hat keine Kontakte, man muss immer gegen das soziale Stigma kämpfen, man hat keine Vorbilder und keine Perspektive. Akademische Bildung, ein stabiler Beruf, ein Dach über den Kopf und Essen auf dem Tisch sind für die meisten Leute normal. Wie Heather auch, muss ich aber kämpfen, um normal sein zu können. Silent Hill 3 ist ein ganz besonderes Spiel. Schwierige Themen, die vor allem junge, heranwachsende Frauen beschäftigen, wurden gekonnt mit einem okkulten Psychothriller verbunden. Themen wie ungewollte Schwangerschaften, elterliche Erwartungen und Ratschläge von älteren Menschen, die meinen, alles besser wissen zu müssen, beschäftigen auch junge Frauen, die nicht von einem bösen Gott schwanger wurden. Ich finde, Silent Hill 3 hat diese Themen respektvoll behandelt und gut präsentiert. Dass die Monster leider nicht so viel tieferen Sinn hergeben wie beim zweiten Teil, ist etwas schade. Das macht das Spiel aber mit seiner klaren, verständlicheren Story und der stärkeren Verbindung zum ersten Teil wett. Silent Hill 3 ist meiner Meinung nach ein würdiger Nachfolger von dem Giganten namens Silent Hill 2. Da viele Silent Hill 3 als letztes gutes Silent Hill bezeichnen, bin ich sehr gespannt, was mich bei Silent Hill 4 erwarten wird. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch ein Video dazu sehen wollen würdet. Vielen, vielen Dank an Silent Honesty für die Kooperation bei diesem Video. Schaut bitte mal bei ihm vorbei, die Videos sind mega. Im Gegensatz zu ihm kratze ich nur an der Oberfläche von Silent Hill. Shoutout an die Eve Owens, ohne deren finanziellen Support ich hier nur Haferriegel essen könnte. Danke an Julian aka Health, Heike Dropkick, Bin ich nicht aka Zonk, Waffelpuff, Kim Cannibala Dropkick und Dio. Zu Silent Hill 1 und 2 habe ich auch schon Videos gemacht, gönnt euch die auch gerne. Adam01 hört jetzt ein bisschen Teflon Don. Bye bye.